slipper er der. Sevgin Frekant. Guten Morgen, Andi. Wir sind jetzt hier am Schloss, wo nachher der König von da oben winken wird. Und hier laufen dann die ganzen Leute vorbei bei der Parade. Vielleicht können wir uns ja ein bisschen weiter vorarbeiten nach und nach. Ich hoffe, die Bildqualität ist gut.
So, ich kann mich leider nicht so lange die ganze Zeit oben halten. Hört ihr mich denn? Bildqualität ist auch gut. Und das Bild einigermaßen gerade. Die Kollegen da hinten haben natürlich bessere Kameras zum Filmen. Ein paar Tänze aufgeführt. Hallo Martin. Einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Ja.
hoffe, der Bildausschnitt war gut so oder ist gut so. Jag ser väldigt bra balkonger här. Ja, das Hippura werde ich heute wahrscheinlich noch oft hören. Ser du balkongen där? Ja. Jättebra. So, ich weiß nicht, wie lange ich hier stehen kann, weil mein Rücken schmerzt heute. Ska du upp på skulderna? Sånn, der er passe.
warten auf den Umzug. Und bei euch? Nicht? Machst du nicht? Komm, wir schalten dich mal kurz zu. Hallihallo. Jetzt machen wir Schluss hier. Das ist das königliche Schloss, ja. Da oben, wo die Fähnchen sind, die kleinen, da wird dann nachher die Königsfamilie stehen. Ja. So ist vieles hier in Norwegen. Hier wird nicht übertrieben mit der Pompösität. Was ja auch sehr, ja. Versuch mal einen Schluck zu trinken. Sehr volksnah und sehr nett, ja. Da können sich andere noch eine Scheibe von abschneiden. Yes, nå står vi og Ja, han gjør det. Men når vi kommer, så nå er det greit. Ja, nå kan jeg står oppe på han. Han hører ikke så veldig godt, så tar det tid da. Ja, det kan ikke se her, vel? Ja vel, nei, men... Ja, det har jo kvart over nå, så...
So, mussten wir das Ladekabel anstecken. Nicht, dass uns irgendwann der Strom ausgeht. Jeg har sett en melding på vi har ikke vært i nystedet, så ringer best. Men han har ikke svart, så han holder på med et eller annet. Håper. Kann sein, dass ich dann mal die Position irgendwann wechsle. Woanders hingehe. Oder mich mal irgendwo hinsetze. Falls es dazu eine Möglichkeit gibt. Ja, da ligger du foran i kurven i hvert fall. Ja, nei, jeg synes du må gå og legge deg rett på litt. Da får du bare stå ut. Nei da, det er bare stå ut. Det er ikke noe til det. Det er ikke det. Jepp. Ja, men super. Nå begynner det å åpne sånne dører og sånn. Nå er det... My father was danced apparently not. It won't take long. Ja, das wissen wir. Aber Trakturfassung. Trakturfassung. Diesmal nicht. Ja, ich sehe schon. Ja, gut, dann filme ich mich jetzt. Klimaanlage an, Pilzladen. Macht vielleicht auch einen. Dann gibt es auch immer so Live-Sendungen aus allen Provinzen aus der Gemeinde so und so.
Manchmal fahren sie dann Skiern und flanken das Berg. Det ligger Irgendwo fahren sie mit dem Boot, alle mit dem Boot. There goes the door again. Ja, interessant, Anni. Ja, heute wird groß gefeiert überall. Ja, man selber ist ja nicht so gut wie die Profis. Das ist auch immer mehr anschreien. Hebel da. Das sind geladene Gäste. Aber es war ganz nett, dass sie schon so eine kleine Tanzanlage jetzt zwischen den Schalen. Ska vi la se ut hur det? Oj! Jag kanske inte kan sen då. Wem soll ich jetzt auf den Kopf kommen? Guten Morgen, Karin.
Nej, de kommer bara ut och vinka. Ja. Så stod det i alla fall. Öppnar de där? Erstmal zur einen Seite des Balkons. Nee, hier sind keine Sicherheitskontrollen. Winke, winke. Was kann ich denn? Jetzt wird er in die Mitte gehen. Ich sehe, der ist nicht mehr so gut auf den Beinen. Und den Smartphone. Doch, den werde ich irgendwann haben, Karin. Den Damenarm. Ingrid Alexander. Ist die in weiß? Überhaupt keine ADAC. Jetzt hört man den Zug näher kommen.
Ska bara ta ett kort i här. På vegne av 17. mai-komiteen i Oslo har jeg den ære utbringe et leve for Hans Majestet Kong Harald og den kongelige familie. De leve!
Das freut mich an ihm. Platz heute hier ergattert. Relativ weit vorne. Hallo Josef. Nicht ganz erste Reihe, aber fast. Bescheid, falls das Bild oder so schlecht wird. Und andere Livestreams gefallen, lasst mir doch bitte ein Abo da. Ich bin eigentlich angekommen, als der Stream gestartet hat. Ich wollte eigentlich früher hier sein, war aber spät dran eigentlich. Dachte ich. Aber ich bin ja ein Fuchs. Und habe mir einen guten Platz ergattert. Ja, da kann ich leider nichts dran ändern. Hier sind natürlich jetzt tausende Menschen, alle mit dem Handy verbunden. Der eine oder andere Livestream wahrscheinlich auch.
hoffe, ihr kriegt trotzdem einen guten Eindruck. Ich denke, wir werden dann in Kürze auch mal noch einen Positionswechsel machen. Weil wenn ich so viel stehe, die Arme hochhalte, bringt mich mein Rücken um. Fernsehkamera ist natürlich näher. Ihr könnt das Ganze auch übers Internet gucken auf NRK TV. Das ist wahrscheinlich das Bild natürlich besser. Ja, ihr könnt es schon im Fernseher auch machen. Aber es soll nicht heißen, dass ihr meinen Livestream verlassen sollt. Schön laufen lassen. Stimmt, und ein ganz langes Ladekabel dazu.
Das sind jetzt alles Schulen, die hier vorbeikommen. Das ist nämlich der Kinderumzug. Und jede Schule, jede Klasse läuft dann jetzt hier vorbei und wird vom König begrüßt. Das geht jetzt noch eine Weile. So, ich denke, wir werden jetzt mal gleich einen Ortswechsel machen.
hier rauskomme. Wie ich hier jetzt wieder rauskomme aus der Menschenmenge. Vielleicht hänge ich mich einfach an. So, ich muss mal kurz in den Schatten und vielleicht sogar hinsetzen, wenn das geht. Ihr Lieben. Es ist warm, voll. Seid ihr denn noch alle da? Hier ist es deutlich angenehmer unter den Bäumen. Muss mal einen Schluck trinken auch. So. Anni, seid ihr denn noch da, oder? Verbindung ist, glaube ich, ein bisschen schlechter jetzt. So, sind wir jetzt wieder live? Ja. Nee, die Parade ist noch nicht zu Ende. Wahrscheinlich habt ihr gar nicht gehört, was ich gequasselt habe. Hört ihr mich jetzt wieder?
Schreibt mal eine 1 in den Chat, wenn ihr mich wieder hört. Ja, för onsdag är skolan kommer. Nur Ortswechsel, Karin. Hört ihr mich? Dann schreibt doch mal eine 1 in den Chat. Okay, ich sehe, wir haben eine riesige Verzögerung drin. Gut. Ich muss mich mal hier kurz in den Schatten begeben. Mal einen Schluck trinken jetzt, ihr Lieben. Muss ja alles mit einer Hand machen, ne? Und es ist ganz schön warm heute. So, hier kommt der Umzug vorbei, wenn er an dem Schloss vorbei ist. Und dann geht es hier weiter, hier runter zum Rathaus. Da können wir ja vielleicht mal hinlaufen jetzt. Falls wir da irgendwie hinkommen. Im Park kann ich mich auf den Rasen setzen, aber habe ich jetzt keine Lust zu. Das freut mich, wenn es dir gefallen hat, Arne. Hier wohl drüber kann? Wahrscheinlich nicht. Die freundliche norwegische Polizei ist auch am Start. Jetzt kann man drüber.
dass die norwegische Polizei nicht bewaffnet ist. So, hier ist das Utenriksdepartement, also Außenministerium. Hier ist eine Statue von Hakon VII., Norwegens König, von 1905 bis 1957. Binden das Ganze jetzt natürlich mit einer kleinen Stadtführung für euch, ne, wa? Jetzt kommen Einsen. Dann hinken wir aber ganz schön hinterher, wenn wir jetzt Einsen kriegen hier in den Chat. Weil, das habe ich ja vor Ewigkeiten gesagt. Naja, wie sieht denn die Verbindung aus? Es ist schwer zu erkennen in dieser Sonne. Ich hoffe, die Verbindung hält, ihr Lieben. Ich würde sagen, wir laufen mal Richtung Rathaus. Ihr seht, die Stadt ist voll. Ich lese euch schon. Aber wahrscheinlich hängt das Ganze ab und zu. Ihr hört mich, oder? Ja, doch. Er sagte Verzögerung, dann hört ihr mich doch. Ja, mit 12 Grad im Anzug fühlt es sich da nicht so warm an. Aber hier geht der Umzug auch wieder vorbei. Gucken, ob ich das Rathaus jetzt finde. Die Frauen haben alle Bynats an, norwegische Trachten, und ja, da gibt es verschiedene Trachten aus verschiedenen Regionen.
Und man zieht normalerweise aus der Region, ich glaube aus der man geboren ist, zieht man die Tracht dann an. Im Normalfall. Und wenn man nicht in Norwegen geboren ist, dann kann man sich quasi eine aussuchen. Ist nicht notwendig, für notwendig erachtet in Norwegen, dass die Polizei bewaffnet ist. Das ist nur manchmal, wenn Terrorgefahr ist, dann wird eine Ausnahmeregelung gemacht. Da haben sie sogar eine Brücke aufgebaut, damit man über den Umzug gehen kann. Die haben nur einen Knüppel, womit sie dich schlagen können. Das ist ja in England auch so mit der Polizei. So, hier ist übrigens das Friedensnobelpreiscenter und daneben ein Museum, ich glaube das Nationale Kunstmuseum. Und hier seht ihr Rüss mit den blauen und den roten Hosen. Das sind die Abiturienten, die jetzt die Rüssetit feiern, vor dem Abitur. Kein Buffering mehr, ja. Kann ich mir denken, hier sind ein bisschen weniger Leute. Da haben wir da vielleicht ein bisschen mehr Bandbreite für uns, ne, wa? So. Und dort seht ihr das Rathaus. Vor uns das Rote Haus. Ist zu Teilen leider eingepackt gerade. Wird scheinbar saniert, renoviert. Am Fisketorget, am Fischhafen, am Fischmarkt. Da hinten seht ihr die Ackershuus-Festling. Da soll nachher ein gratis Konzert stattfinden. Ich möchte mir gleich einmal das Programm reinziehen. Ja, und wenn ihr mal in Oslo seid, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, geht in das Rathaus hinein. Echt sehr schön anzusehen. Wir haben es auch nicht gewusst erst. Von außen ist es ja nicht so schön, finde ich. Aber man muss reingehen. So. Hier vorne geht es zu Akerbrücke. Das ist so ein neues, modernes Viertel in Oslo am Wasser. Da gehen wir auch noch mal durch. Aber jetzt kann ich mal gucken, was das Programm so sagt. Vielleicht kann ich mich irgendwo mal hinsetzen und gucken. Ich kann mal vorne ans Wasser gehen. Was haltet ihr davon? Hallo Patrick, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen hier im Stream. Ja, schön Patrick. Dann siehst du heute vielleicht ein bisschen mehr von Oslo. Da ist das Nationalmuseum. Und wir sind jetzt hier am Fischmarkt, am Meer. Da liegt gerade die Fähre aus, die fährt jetzt zwischen Oslo, führt wahrscheinlich die Inseln an. Und ja, heute ist Nationalfeiertag und da gibt es für die Kinder überall Süßes zu kaufen. Popcorn und Zuckerwatte. Und es ist so ein bisschen der Tag der Kinder auch. So, ich glaube, wir können uns ja da mal auf die Bank setzen, beziehungsweise ich. Ihr sitzt wahrscheinlich gerade zu Hause gemütlich auf dem Sofa oder so. Ah, mein Rücken, wie schön. Der freut sich gerade ein bisschen. Ich stelle euch mal hier ab.
So, was habt ihr denn Schönes geschrieben? Nichts Neues. Die letzte ist von Patrick noch die letzte Nachricht. Alles klar, habe ich nichts verpasst. So, lasst gerne ein Like da. Lasst gerne ein Abo da, das würde mich sehr freuen. Benutzt auch die Live-Reaktion. Das mag der YouTube-Algorithmus auch. Heute ist das Konfetti, denke ich mal, gut angebracht. Ja. Ich hoffe, der Einblick am Schloss hat euch schon mal gefallen. Was macht ihr so am 17. Mai heute? Ihr, die nicht in Norwegen seid. Wir stürzen uns gleich nochmal ins Getümmel. So, jetzt gucke ich gerade mal nach, wie das Programm war. Genau, das wollte ich machen. Und trinken nicht vergessen. Die war Karin. Ich bin jetzt hier fleißig am Trinken. Habe aber nur einen halben Liter mit. Da werde ich mir dann noch mehr holen müssen. Gut. So, wir haben jetzt den Kinderumzug gesehen am Schloss. Der hat an der Akershus-Festing gestartet. Ist am Stortinget. Das Stortinget ist das, ja, wie der Deutsche Reichstag, um 10:15 Uhr vorbeigekommen. Da haben die dann begrüßt. Ja, und um 10:30 Uhr soll er am Schloss angekommen sein. Na, hat dann der König und die Königsfamilie begrüßt. Und um 13:30 Uhr kommt die letzte Schule hier am Rathausplatz an. Da ist dann Ende des Umzugs für heute. Also der geht bis 13:30 Uhr. So, aber in 40 Minuten um 12 Uhr ist an der Akershus-Festing sind da Salutschüsse. Und ich würde sagen, das gucken wir uns doch mal an. Und so lange kann man noch ein bisschen rumlaufen, sodass wir uns langsam der Akershus-Festing nähern. So, und hier steht irgendwo ein Schiff, die Christian Raddich. Das ist hier am Akershus-Kai, das ist ja auch hier, da könnten wir vielleicht gerade mal hinschauen, weil da ist heute scheinbar Tag der offenen Tür, so wie ich das verstehe. Und da gibt's, kann man was essen und ja, Bier und Wasser gibt's ab 12. Und ab 15:30 Uhr, ihr Lieben, ist gratis Festkonzert, auch auf der Akershus Festing. Ja. Und da braucht man keinen Eintritt bezahlen oder so. Da wollte ich dann auch mal vorbeischauen mit euch. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal ein Stückchen hier runter am Akershus-Kai. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt hier oder muss ich vielleicht nochmal in Google fragen, wo das genau ist. Ich bin nicht so firm hier in Oslo. Akershus-Kai Söndre. Nee, das ist wohl eher da hinten, wo auch die Festung ist. Macht auch Sinn, oder? Dann laufen wir doch einfach mal in die Richtung. Dann kriegen wir um 12 Uhr auch die Salutschüsse mit, ne? Einverstanden, Leute? Hört sich das gut an? Hallo Rico, schön, dass du da bist. Nein, Anni, ich bin nicht das erste Mal zum Nationalfeiertag hier. Ich wohne ja jetzt schon 11 Jahre bald hier. Und ich war eigentlich fast jedes Jahr hier. Also nicht in Oslo, aber in Norwegen natürlich. Und auch davor war ich schon mal zum Nationalfeiertag im Urlaub hier. Aber noch nie in Oslo. Das ist heute für mich das erste Mal und ich wollte immer mal gern erleben, wie der König da vorne steht und die Leute grüßt.
Wer weiß, wie lange der König noch lebt. Der ist auch schon sehr alt und nicht mehr so gut drauf. Gesundheitlich leider. So, jetzt habe ich ein paar Schlücke genommen aus meiner Pulle. Packe ich die wieder weg. Ziehe mir den Rucksack wieder an. Und dann laufen wir mal zum Kai rüber und schauen dort. Vielleicht kann ich den Gimbal auch gleich mal direkt anschließen zum Laden. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Der hat zwar noch 2 Striche, aber plötzlich geht der Akku zur Neige. Das wollen wir nicht. Ich hoffe, meine Powerbank wird reichen heute den Tag über. Bin ich ganz schön verkabelt hier. Mal hier anschließen. So. Das Kabel irgendwie in der Tasche verstauen. So, ihr Lieben, seid ihr bereit weiterzugehen? Hallo Ahoi, du musst zurückspulen, da habe ich den König besucht, ihr Lieben. Mein lieber Ahoi, du bist zu spät, du bist zu spät. Wir standen eben am Schloss und der König hat uns zugewunken und wir ihm, ihr Lieben. So. Dann gucken wir mal, ob wir irgendwie zum Kai darüber kommen und zur Festung, wo um 12 Uhr dann die Salutschüsse sind. Schreibt gerne in den Chat, wenn die Verbindung unstabil wird. Nicht, dass ich da viel dran tun kann, aber es ist gut zu wissen. Was ich dran tun kann, ist vielleicht ein Ortswechsel. Manchmal hilft ja auch schon ein paar Meter. So, dann gehen wir jetzt weiter hier an der Absperrung entlang. Hier fahren die Fjord-Cruise-Schiffe ab. Sightseeing durch den Fjord kann ich auch sehr empfehlen. Habe ich noch nicht gemacht, jetzt mit so einem kommerziellen Schiff. Aber ich wurde mal eingeladen, mit einem Schiff über den Oslofjord zu fahren. Und ich sage euch, das war sehr schön, besonders bei so einem Knallwetter wie heute. Hier kann man auch 17. Mai DJ-Cruise machen. Mit Mucke und allem Pipapo wahrscheinlich. So. Hier ist die berühmte Taucherfigur am Wasser. Schön, dass du dabei bist übrigens, Ahoi. Warst du schon mal hier? Bist du neu auf meinem Kanal? Da kommen Leute reingepaddelt. Ein paar Segelschiffchen stehen hier. Gucken wir mal, ob wir diese, wie heißt sie, Christian, schon wieder vergessen, Riddig, glaube ich. Hier ist nochmal das Rathaus.
haben sie echt überall so Übergänge jetzt aufgebaut. Heute für den 17. Mai. So Übergangstreppen über die abgesperrten Bereich. So, meinem Rücken geht es auch gleich viel besser. Das Stehen und Hochhalten, es ist scheinbar etwas, was mein Rücken nicht so mag. Ah ja, nee, in Oslo war ich zum allerersten Mal heute. Ja, ein paar schöne Segelschiffchen. Ich glaube, mit so einem kleinen Schiffchen, Bootchen, wie jetzt da in der Mitte zu sehen ist, das sieht sehr ähnlich aus wie das, mit dem ich mal über den Fjord hier geschippert bin. So, da oben haben sich auch schon Leute gesammelt. Wahrscheinlich um 12 Uhr zu den Salutschüssen, der dabei sein wollen. So, wen haben wir eigentlich hier als Statue verewigt? Kann ich leider gerade nicht so erkennen. So, irgendwo hier am Kai müsste das Schiff stehen. Ist schon gleich wieder ein bisschen chilliger. Die lassen sich's auch gut gehen. Auch bestimmt könnte ich mir ein Eis holen, Karin. Aber gerade will ich das nicht. Das werde ich nachher noch machen. So, ist hier Ende Gelände von dem Umzug, scheinbar. Da hinten steht ein Kriegsschiff oder so, glaube ich. Ich glaube, hier fängt der Umzug an und endet auch hier wieder. Wenn ich das verstanden habe. Die Schüler wieder gezählt, dass alle wieder da sind scheinbar. Süß hier mit den Täschchen. Da ist sie, die Christian Radich, das große Segelschiff. Da schauen wir doch mal. Hallo Christiane, schön, dass du am Start bist. Wie geht's, wie steht's? Das Polizeispötchen mit. Hier stehen ein paar Polizeibötchen. Dauerregen bei 12 Grad. Ui.
Ah, die haben ihr eigenes Kai sogar. Steht sogar groß dran. Ah, hier steht es aber auf dem Schild. Fantastische Christian Radich liegt am Ackershus Kai 17. Mai. Ja, und es gibt Tische und es werden leichte Mahlzeiten serviert. Wein, Öl, Mineralwasser. Willkommen ab 12 Uhr. Ein schönes Segelschiffchen, oder? Hallo Rico. Du warst doch schon da, oder? Ich habe dich doch schon begrüßt, meine ich. Mal ein Foto machen von dem schönen Bootchen. Ich falle nicht ins Wasser, Karin, keine Angst. Und wenn mir nicht tut. Außer jemand fischt mich doch noch raus. So. Alles ist noch zu, aber ab 12 Uhr geht's hier los. Da bin ich da mal gespannt, können wir noch hier vorbeischauen. Da seht ihr die Ackershus Festning, die Festung, wo die Salutschüsse abgegeben werden. Und ich gehe mal stark davon aus, da sehen wir die Bühne, auf der nachher das Gratis-Konzert stattfinden wird. So, da muss ich jetzt mal schauen, dass ich wieder da vorne rumkomme, um dann da hochzukommen auf die Festung. Weil die Festung, die muss ich euch auch zeigen. Eine der Top-Sehenswürdigkeiten hier in Oslo. Ich finde übrigens, Oslo ist eine der besten, tollsten, schönsten Hauptstädte, in denen ich jemals gewesen bin. Es hat so ein schönes, gemütliches Flair hier alles. Es ist nicht so riesig, aber auch nicht zu klein. Schauen wir mal rüber. Hier, da drüben ist Ackerbrücke. Ich meine, so heißt es. Auf der anderen Seite. Und da können wir vielleicht nachher, soweit mein Rücken möchte und ich, auch nochmal hinlaufen. Das ist so ein modernes, neues Viertel hier in Oslo. So. Ich meine, da vorne konnte man irgendwie drüber gehen und dann hoch. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen, ne, wa? So, wie sieht's aus, Leute? Seid ihr zufrieden soweit, was ihr seht? Gefällt's euch? Ist die Verbindung stabil? Habt ihr Spaß? Habt ihr noch Vorschläge, Anregungen, was ihr gerne sehen möchtet? Die Christiane lacht. Ich weiß nicht worüber. Was ist denn das für ein Fest gerade? Achso, Christiane, ja, wir sind hier, heute ist der 17. Mai, Nationalfeiertag in Oslo. Steht aber, glaube ich, auch in dem Streamtitel, den du geöffnet hast. Ja. Ja, ihr habt da sicherlich auch schon viele Leute gesehen jetzt. In verschiedensten Trachten, Bühnerts, Anzügen, Verkleidungen, wie man es nennen möchte. Alles prima, das höre ich gerne. Ich glaube, hier ist so ein Bunker auch. Ja genau, da ist ein Bunker für die Bürger in Oslo hier unter der Festung. So, jetzt müssen wir mal gucken. Dass wir vielleicht hier irgendwie rüber hochkommen. Ich glaube, in anderen Ländern wäre das alles nicht so offen hier, dass man da so laufen könnte überall und in die Menschenmenge rein. Und
Das ist Norwegen. Hier ist angenehm im Schatten. So, ich bin ja so ein kleiner Kletterer. Deswegen kraxel ich hier hoch, steil. Ohne Wanderschuh heute. Jetzt sind wir bei der Akershus-Festning. Tag der Verfassung, genau, Christiane, so wird es auch genannt. Hi. Hi, hi. So. Kann man mal hier einen Blick runterwerfen vielleicht. Hier hat man auch noch mal eine nette Aussicht. Da sitzt jemand und pinkelt, hat gerade einer gesagt. Okay. So. Nochmal einen schönen Blick von oben hier. Das ist doch auch nett. Da hinten das Nationalmuseum. 1. Mai. Nee, 17. Mai, Karin. 1. Mai ist Tag der Arbeit. Den haben wir ja auch in Norwegen. Also wenn du aus Deutschland kommst, Christiane, solltest du wissen, wann Tag der deutschen Einheit ist. Damit kannst du das eigentlich so vergleichen. Aber eigentlich nicht. Es ist natürlich anders, aber das ist ja der Nationalfeiertag in Deutschland, Tag der Einheit. Da habt ihr einen schönen Blick in den Oslofjord rein. Da kommt man mit der Color-Line-Fähre rein. Heute ist bestimmt ein herrlicher Tag, um durch den Oslofjord zu fahren. Vielleicht mache ich das ja auch noch mal irgendwann. So, hier chillen die Leute auf ein Wieschen. 19 Zuschauer. Hallo, hallo alle zusammen. Hi aus Norwegen. Für alle, die zugeschaltet haben, wir sind hier am Nationalfeiertag, den 17. Mai in Norwegen. Tag der Verfassung, auch genannt. Ja, und wir waren schon bei der großen Parade, haben schon den König gesehen, wie er grüßt vom Schloss. Könnt ihr zurückspulen und euch anschauen. Und die Parade, die läuft, glaube ich, noch bis 13:30 Uhr, habe ich gelesen. Ne? Und jetzt um 12 Uhr sind Salutschüsse hier an der Akershus-Festning, wo wir sind. Also noch circa eine Viertelstunde. Oh, ich glaube, es sind so 24 Grad jetzt. Ich weiß es leider nicht. Ich habe gerade kein Temperaturmesser dabei, aber ich kann ja mal gucken, was die Wetter-App meint, wie warm es denn ist. Es sind 22 Grad. So, jetzt gucken wir uns die Akershus-Festning an. Ja, hier ist mega Wetter heute. Und ich sag dir, 22 Grad in Norwegen, liebe Christiane, die fühlen sich wärmer an, als 22 Grad in sich in Deutschland anfühlen. Die Sonne brät hier nämlich heftiger, wenn sie denn mal da ist.
Also ich fühle mich so wie 25 mindestens. Ich hätte mir ja eigentlich eine Sonnencreme mitnehmen müssen. Ne? Ja, für alle, die da dazugeschaltet haben, lasst doch bitte ein Abo da. Das würde mich sehr freuen. Kostet nichts, tut nicht weh. Ihr geht keinen Vertrag ein und die Benachrichtigung könnt ihr einstellen, wie ihr wollt. Einfach auf die Glocke drücken und dann wählt ihr aus, ob ihr alle Benachrichtigungen haben wollt. Ja, oder vielleicht auch gar keine. So, hier rechts ist jetzt ein Parkhaus nur für Elektroautos. Ah, ist geschlossen scheinbar. Das ist eine Ladegarage. Und da, die ist nur für Elektroautos. So. Hier ist jetzt Einlasskontrolle. Mal gucken. Das sind Busse von der Königlichen Garde. Eine Statue wieder. Johann Jürgen Hölst. Ah ja, war Verteidigungsminister scheinbar. Ja, das hier ist die Ackershus-Festning. Ja, wenn es heute regnen würde, das wäre unschön. Aber die Wahrscheinlichkeit ist bei 0%. Von daher alles gut, ne? Denkt dran, den Daumen nach oben zu drücken. Mal gerade gucken, wie viel der Akku geladen hat. Ja, er lädt in Ordnung. Er wird zumindest nicht weniger und wird langsam mehr. So, jetzt müssen wir hier rein. Weiß nicht, ob hier Kontrolle ist oder so. Wir werden es sehen. Scheinbar nicht. War nur ein Engpass. Da steht's, Kanun, Salut 12 Uhr. Da sind wir ja auch rechtzeitig hierher gekommen. Okay, von der Nordkanone wird geschossen heute. Ich schätze mal, das ist dann da oben. Würde ich mal schätzen. Norden. Weiß nicht, mein innerer Kompass. Alle Leute strömen da hoch, dann wird es schon stimmen. Ah, hier nehme ich jetzt aber die Treppe. Ja da, vi har vært her før. Var ikke du med i tur også, Janne? Ja. Grün zu grün. In Spaniens Blüten blühen. Die Polizei hat hier so ein, das ist bestimmt um Drohnen aufzuspüren, falls hier einer mit der Drohne rumfliegt, was ja natürlich verboten ist. So, hier scheinen sich die Leute zu sammeln, hier ist was los. Das ist natürlich die Frage. Hier ist auch Militärwacht und so.
Zeit haben wir denn noch? Bis 12. Was sagt die Uhr? 11:48 Uhr, 12 Minuten. Nee, Essensstände gibt es hier nicht. Nur Süßigkeiten haben wir unterwegs gesehen. Nur für einen Tag bauen die hier keine Buden auf. Das ist den Norwegern zu viel Arbeit. Bare stå foran meg hvis han ikke ser. Så det er bare stå foran. Schöner Blick aufs Oslofjord hier. So, wie ist denn die Verbindung hier? Schlecht, oder? Ja, das wollen die Christianer, das kann ich dir sagen. Norweger sind mal fast alle schlank und sportlich. Verbindung ist gut. Okay, mein Handy zeigt was anderes an. Na, dann ist in Ordnung. Frage selber. Doch, kann sein, Karin. Also, wenn die Schüsse abgegeben werden, würde ich euch raten, den Fernseher leise zu drehen. So, kurz ein bisschen hochhalten, dass es abgeht, damit ihr das seht. Ja, det kommer nå snart. Ja, das würde ich dann vorschlagen, Christiane. Kanonenschüsse können laut sein, ja. Guckt mal, jetzt sind wir sozusagen in der ersten Reihe oder in der zweiten, besser gesagt. Noch 9 Minuten. Første her. 4 Det var det også. Nachrichten gehen zumindest langsam raus, so wie es aussieht. Mhm. 12 Uhr wird geschossen. Er sagt gerade, wir sollen. Es wird sehr hoch, laut, sagt er. Gerade durch. Die noch nicht hier waren, auf die Ohren aufpassen. Ich habe leider keinen Ohrschutz dabei, aber gut. So. Venstre! Om! Mann, da oben!
So, jetzt Achtung, Ton leise machen wollte. So, jetzt stehen sie noch bis 12 still rum wahrscheinlich. Hallo Rico. Noch 6 Minuten. Han tittar. Har vi gjort det på TV? Jo, det er cool. Kommer det på tekstmelding? Er det mot deg, eller er det mot andre? Det var jeg var litt usikker på. So, nur noch ein paar Minuten, dann geht's los. Jeg skal bare sprette på den dagen. Nå er jeg i Oslo og skal se på 84 kommuner. Drohne hochgejagt, wahrscheinlich von der Polizei. Das sieht nach einem teuren Teil aus. Oder der NRK-Fernsehen kann natürlich auch sein. Noch 4 Minuten. Men da snakkes vi. God 17. mai. Ja, det er en annen pappa, da. Det er en annen pappa, da. Seid ihr alle bereit? Er han eneste vi har hatt? Hört ihr mich noch oder habt ihr schon ausgemacht den Ton? Han er der. Kann ich ja noch mal einen Schluck trinken? Han fant den, vet du. Han lette. Han fant det på barnerommet, og så... Trinken nicht höre. Vergessen. Nur Karin. Ja, was passiert? Wird geladen.
10 Augenblick soweit sein. Bestimmt kommt gleich der Befehl zum Schießen. Also Achtung. Ich hoffe, mir fliegen nicht die Ohren weg. Hallo Beast, schön, dass du da bist. So, jetzt ist 12. Die Kirchturmglocke läutet. Erste Kanone. Lieber Herr Gesangsverein. Alter Verwalter. Boah, mir ist fast das Gehirn weggeflogen, Leute. Boah. Ich hoffe, man hat noch was gesehen. Ich muss mir die Ohren zuhalten. Das war ein bisschen schwer mit Kamera in der Hand. Deswegen, ich weiß nicht, wie der Bildausschnitt war. Aber es visiert die Menge jubelt. Boah. Kater schläft noch, dann ist gut. Hier schläft keiner mehr, glaube ich. Gut, Leute. Oh. Das hat gerappelt, sage ich euch. Ich stand ja so nah wie es geht, quasi an der vordersten Ecke, an der man stehen durfte. Wundert mich, dass die Leute so nah ranlassen. Boah. Bei jedem Schuss hat mein Gehirn gerappelt. Ich sag's euch, Leute. So einen heftigen Rückschlag hätte ich nicht erwartet. Das war heftig, Leute. Oh, mein Gehirn wurde ordentlich durchgeschüttelt. So, haben wir das auch erlebt. Ich hoffe, ihr fandet es gut. Oh, das Handy wird das runtergesteuert haben. Es wird wahrscheinlich überhaupt nicht rübergekommen sein. Aber so nah an sowas Lautem stand ich, glaube ich, in meinem Leben noch nie. Noch nie. Ich hoffe, ich kriege davon nicht irgendwelche Ohrprobleme jetzt. Weil die ersten 2, 3 Schüsse habe ich so mitgenommen. Puh. Mein Gehirn, bei jedem Schuss wurde das Gehirn richtig so boom, im Kopf durchgeschüttelt, hat man das Gefühl gehabt. Ja, ich hoffe, ich kriege keinen Tinnitus jetzt davon. Ich glaube, ich muss mich gleich mal wieder hinsetzen, Leute. Tut mir leid, ich kann nicht die ganze Zeit auf den Beinen sein. In meinem Rücken. Und in dem Getummel hier. Mal gucken, jetzt gehen wir noch mal über die Festung, würde ich sagen, wenn wir schon hier sind, ne?
Mal hier auf dem Ball entlang gehen, im Schatten. Oh, ein Feini, das ist aber ein Feini. Heidi! Ist das nicht ein Feini? Das war ja ein Süßer. Ein hübscher Süßer, oder? Ja, hier oben ist der andere Wall. Von da oben kommen wir quasi. Ja, der Hund hat mich gebissen. Der hat mich zerfletscht. Ich blute ab Blutvergiftung, Christiane. Ich werde wohl sterben an Tollwut. Oder sowas. Nein, der hat mich nur abgeschleckt, der Wauzi. Das war ein ganz süßer. Alles nur für euch, Christiane. Auch ein bisschen für mich. Hier ist so ein schöner Baumstamm. Hier kann ich mich doch mal hinsetzen und noch ein bisschen ausruhen. Darf ich das? Gucken, ob ich hier einen besseren... Hier ist besser. Hier ist eine gute Sitzfläche. So, ihr Lieben. Stand denn die Verbindung bei den Salutschüssen? Hat man die gut gehört und mitbekommen? Ich stelle euch mal irgendwo hin. Ich versuche es zumindest. Muss ich mich auf die linke Seite stellen wegen den ganzen Kabeln, falls es geht überhaupt hier auf dem Baumstamm. Nee, das hält nicht. Das hält nicht. Ich muss euch halten. Nee, wir gucken uns jetzt hier die Ackershus-Festung noch ein bisschen an, wenn es recht ist. Wo alle jetzt hinlaufen, das weiß ich nicht. Viele laufen vielleicht jetzt nach Hause, für die war das, was sie noch sehen wollten. Und dann gibt es bestimmt viele, die jetzt noch hier bleiben. Der Umzug ist ja noch bis 13:30 Uhr in der Stadt. Der endet ja auch hier unten an der Festung. Und ja, alles perfekt, wunderbar, das freut mich, wenn der Stream läuft und alles perfekt war. Mal gucken, wie viele Daten jetzt schon verbraucht wurden. Ob das denn heute noch für den ganzen Tag reicht. Ich habe mich gestern die Nachricht bekommen, dass meine Daten bald aufgebraucht werden. Schauen wir mal gerade. Mal abrufen, wenn es dann klappt. Es sind zu viele Leute, das Netz ist echt schlecht. Wundert mich, dass der Stream so gut läuft, Leute. So, kurzes Päuschen gönnt ihr mir noch, oder? Nee, ich kann nicht abrufen, wie viele Daten ich noch übrig habe. Naja. Aber das müsste eigentlich für den heutigen Tag noch reichen. So. Ich zeige euch mal meine Fresse, damit ihr die auch mal heute gesehen habt. Ich bin im Anzug mit Norwegen-Anstecker und Rucksack an. Einen Rucksack brauche ich für das ganze Equipment. Ja, besser als beim König. Winke, winke. Hallo, ihr Lieben. So. Ich hoffe, es war nett soweit, der Stream für euch heute. Wir sind schon 2 Stunden 15 am Streamen, sehe ich. Und ja, ich werde gleich weitergehen, hier nochmal durch die Festung. Und ich gucke gerade nochmal, ich plane nochmal, was wir denn danach noch so machen. Dafür muss ich nochmal auf meinen Plan gucken. Auf mein Plänchen gucken. Wie viel Uhr haben wir es denn jetzt? 12:08 Uhr. Ich gehe als Norweger durch. Dankeschön. Das nehme ich mal als Kompliment, Christiane. Fesch. Naja. Gut, aber auch warm im Anzug heute. So, schauen wir mal. Dann war ja jetzt ab 12 Uhr, nachdem sie geschossen haben, ist ja auf dieser Christian Radich, diesem Segelboot, ist halt die Frage, ob man da einfach drauf kann und darf. Ich würde da aber mal gucken gehen, weil sonst ist erst wieder ab 15:30 Uhr
Konzert hier, wo wir gerade uns befinden, auf der Festung. Ein Gratis-Konzert. Da weiß ich jetzt auch nicht, ob YouTube das gefällt, aber es ist ja keine Originaltitel, die da gespielt werden, sondern halt eine nachgespielte Musik. Ich weiß gar nicht, was sie da spielen werden. Ich bin gespannt. Ja, nun, heute muss man festlich angezogen sein, ihr Lieben, ne? Also schauen wir uns noch die Festung an, weil das ist ja, wir wollen ja auch ein bisschen das Ganze mit einer Stadtführung heute verbinden, ne? Ihr sollt ja auch was von Oslo sehen heute. Und da gehört die Akershus-Festung dazu. Hier ist ein Museum drin. Wir befinden uns jetzt in einem Militärgebiet. Hier darf man keinen Alkohol zu sich nehmen. Stand dort gerade. Interessant. Hier sind wohl alle Kriege aufgezählt. Irakkrieg, Libanon, Palästina, Haiti, Kolumbien, Georgien, Angola, Äthiopien. Naja, spannend. Ja, wir sind ja in Oslo, Christiane. Wir sind ja quasi mittendrin. Ihr habt das Rathaus, ihr habt eigentlich das Friedensnobelpreiszentrum heute schon gesehen, von außen, die Nationalgalerie, das Schloss habt ihr gesehen und das alles am Nationalfeiertag. Sightseeing und Nationalfeiertag in einem biete ich euch heute. Und ich hoffe, es interessiert euch. Und falls ihr jemanden kennt, den das auch interessieren könnte, ladet ihn gern dazu ein, diesen Stream aufzurufen. Je mehr Zuschauer, desto besser. So. Haben wir das auch mal gesehen? Ich bin der Beste. Danke, Anni, danke. So. Hier schauen. Hier wurde ein Kranz heute niedergelegt. Für die Gefallenen. In einem der unzähligen, unnötigen Kriege der Welt. So, hier durchgehen. Hier kann man noch mal hochgehen und noch mal die Aussicht genießen. Unten, ihr Lieben. Ist das so, Rico? Das ist doch schön. Dann hast du doch auch was zu schauen, Rico. Ach, hier hat man die beste Aussicht auf den Fjord, ihr Leute. Hier steht ein Kriegsschiffchen. Na, die laufen doch immer durchs Bild, Rico und Christiane. Da unten ist ein schönes Eulengraffiti, wie ich finde. Ich mag ja Graffitis.
Ach, Königswetter heute hier. In Oslo zum 17. Mai. Wir haben ein Glück, Leute. Ihr habt echt Glück, muss man schon sagen. Ich denke, es liegt an euch. Der Wettergott hat gesagt, oh, die wollen heute alle da den Stream schauen. Da. Wir können auch noch mal zur Oper jetzt weiterlaufen, dann danach. Wir haben ja jetzt noch Zeit. Die Oper ist ja das Wahrzeichen Norwegens. Ich mache hier mal ein Foto, ihr Lieben. Mit dem anderen Handy. Ah, c'est Anne, faut pas les voir. Ouais. Bah, ça paraît pas si long en fait. Hier sind aber auch viele Touristen, Rico. Also nicht alles norwegische, ne? So, hier geht es, glaube ich, wieder runter. Deswegen gehe ich noch ein Stückchen da entlang, ehe wir runtergehen. Und dann können wir, glaube ich, dort unten entlang, nämlich zur Oper laufen. Im Schatten ist echt angenehm. Da geht es nicht weiter. Da darf man auch nicht rein. Das ist natürlich eine Absperrung, die jeden davon abhalten wird. Aber die Norweger halten sich an sowas. Das sind meistens nur die Touristen, die sich nicht zu benehmen wissen. Ja, und die Männer, wir haben übrigens auch hier so Bynats teilweise. Vielleicht besorge ich mir irgendwann auch mal eine, wenn ich richtiger Norweger bin. Wenn ich die Staatsbürgerschaft angenommen habe, denke ich, ist es Zeit dafür. Die fahren direkt mit Sonnenschirm auf dem Fahrrad hinten rum. Auch nicht schlecht. Da ist der niedliche, hübsche, süße Hund. Wieder. So, ihr Lieben. Ich dachte, man könnte vielleicht die Oper von hier aus schon irgendwo sehen, aber scheinbar nicht. Macht nichts. So. Ja, wir können da und dann da runterlaufen. Sieht aus wie ein Dirndl. Oder wir laufen hier runter. Man beachte auch die schönen Laternen hier. So, ich bin auch ganz durchgeschüttelt von den Salutschüssen eben. Ja. Das ist quasi die norwegische Tracht. Und da gibt es viele verschiedene von, je nachdem, wo man herkommt aus der Region. Oh yeah, I can figure it out. So. Hier wird wahrscheinlich nachher das Konzert stattfinden, gehe ich da mal stark von aus. Das sieht doch schon wie vorbereitet dafür aus. Also hier werden wir dann, denke ich mal, um 15:30 Uhr hingehen.
Und ein bisschen der Musik lauschen zum Schluss des Streams für heute. Weil danach werde ich dann Feierabend machen, denke ich mal, ihr Lieben. Für heute. So. Gab es hier nicht noch einen Seitenausgang? Kann man da hinten auch noch mal raus? Naja, wir gehen einfach hier vorne raus. Den Haupteingang wieder raus, ihr Lieben. Und dann laufen wir mal Richtung Oper. Dem Wahrzeichen Oslos. Ja. Da muss ich auch noch mal ein bisschen planen für morgen und die nächsten Tage. Wie und was ich denn so machen möchte überhaupt. Pferdekot auf dem Boden hier. Hier ist, glaube ich, der königliche Stall oder der Stall der königlichen Garde. Da hinten ist irgend so eine Red Bull Bühne scheinbar aufgebaut. Hier seht ihr wieder so eine Bühne hat. So. Da ist ein Polizeipferdchen am Steg. Polizeipferde, die haben hier ihren Stall. Kan du stå ved siden av det bildet? Dürfen auch gestreichelt werden. Hübsch. Hier die Busse der königlichen Garde. Sie hat es richtig, sie hat einen Hörschutz dabei. So, was passiert denn jetzt hier? Wo sind wir denn jetzt hier reingeraten? Ist das die königliche Kapelle? Kann man hier einfach vorbeigehen? Ich denke schon. Sind wir wieder in erster Reihe. Einatmen. Ausatmen, sagt es. Einatmen. Ausatmen.
Spannend. Ich glaube, jetzt kommen die Pferdchen von da hinten auch vorbei hier an uns. Jetzt los. Da hängen wir uns doch mal hinten dran. Wir müssen eh in die Richtung, ne? Das war Und das bei diesem Königswetter. Ich finde, das ist doch ein Abo und ein Like wert, oder? Also wer noch nicht geliked hat, bitte einfach mal den Daumen nach oben drücken. So, hier, ich hoffe, das mag YouTube. So obszöne Skulpturen. Bitte nicht sperren. Ist nur Kunst. Ich dachte, wir gehen mal durch diesen schönen Park hier. Verbindung steht, Verbindung war gut bisher, weiterhin. Schöne Blümchen hier. Ei, das siehst du im Urlaub so nicht. Da musst du schon am 17. Mai hierher kommen. Und ich fand jetzt, dass wir den Start dieser Garde da mitbekommen haben. War ja auch nochmal schön. Das hat ja super gepasst, dass wir da gerade vorbeigekommen sind. Sonst hätten wir die nicht gesehen mit ihrem Pferdchen und ihrer Kapelle. Es ist grün zu grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Ja, das ist Fallida. Fallida, Fallida, Fallida. Hier noch ein schönes Häuschen.
würde sagen, ich kann gut Norwegisch, aber nicht perfekt. Aber wer kann das schon? Ich denke mal, in 95,975% der Situationen werde ich mich verständigen können. Aber das sollte ja auch so sein, nach 11 Jahren fast, in dem man in dem Land wohnt. Ne wahr? So, Biest, keine Blumenzeigenmatzen, lieber Kanonen. Soll ich einen Kanonen-Livestream einrichten? Ich kann ja meine GoPro da vorne an dem Kanonendings abstellen. Dann kannst du gern 24 Stunden Kanonen live gucken. So, ich meine, wir kommen doch jetzt hier irgendwie zur Oper. Wenn ich mich nicht täusche. Wenn ich da nicht total falsch liege. Hier darf man eh nicht reinfahren. Ich meine, wenn wir hier vorne am Wasser entlang gehen. Ja, da vorne ist, glaube ich, auch diese Fjordsauna. Ja. Cooles Kennzeichen hat der Mercedes da. Die 44, fast zu Q71. Was er damit wohl aussagen will. Und so Fleckchen wollte ich mir auch bestellen, eigentlich für diese Tour. So Autoflaggen, norwegische. Habe ich aber nicht gefunden. Ich wollte nicht Flaggen, ich wollte für die Rückspiegel, genau. Die Flaggen gab es, aber für die Rückspiegel, diese Überzüge, diese Strümpfe, die gab es nicht mehr. Ah, hier liegen keine Pferdäpfel rum, hier sind keine Pferde lang gekommen. Aber da vorne war die Gefahr. So, hier ist so eine coole, bisschen alternative Ecke. Da können wir auch mal vorbeigucken. Die Hafenpromenade nennt sich das hier. Gucken, ob wir hier lang laufen können. Da ist die Fähre. Ich glaube, die fährt nach Dänemark. Die DFDS, meine ich, ist sie. So, hier ist Party, Musik. Ich weiß nicht, ob das YouTube eventuell nicht mag. Hier gibt es Leckereien zu kaufen. Hier gibt es aller möglichen Buden und so. Das ist aber das ganze Jahr hier. Und hier gibt es leckeres Essen. Und ein Kulturprogramm haben sie auch. Oh, jetzt sind wir an der Hafenpromenade und da drüben, ihr Lieben, habt ihr den Blick auf die Oper. Das Wahrzeichen Norwegens. Oh, und da blendet uns der Eisberg, den sie davor aufgestellt haben als Kunstobjekt. Und hier kann ich mich gleich nochmal hinsetzen. Hier gibt es Sitzmöglichkeiten. Nochmal kurz ausruhen, bevor ich mit euch aufs Dach der Oper gehe. Und dann könnten wir vielleicht noch zum Barcode gehen. Der Barcode, das sind so Häuser, die von weitem aussehen wie... Von weitem sehen die aus wie ein Strichcode, sozusagen. So, hier kann ich mich nochmal hinsetzen. Gratulerer mit Dagen, sagt man übrigens heute am 17. Mai, wenn man jemanden trifft. So, mit Blick auf die Oper setzen wir uns doch mal noch hier hin, oder? Oh. Kurzes Päuschen. So, satt. Bei der Christiane sind die Tulpen bereits verblüht. Ein Pferd hat auch 4 Beine, Matze. Ja, wie meinst du denn das? Weil es schneller war. Aber die Leute davor hatten 2 Beine, der Korps. Bin wieder dabei zu 100%. Mein Essen ist noch im Backofen, alles klar. Für Rico Skulptur, alles prima. So Rico, mal gucken, ob für dich ein paar Frauen hier vorbeilaufen. Oh, hier ist warm in der Sonne, ich sag's euch. Eigentlich bräuchte ich ein schattiges Plätzchen. Vielleicht können wir auch in die Oper rein. Soll ich das mal probieren? Ich kann es euch nicht versprechen. Ich glaube, ich muss hier raus aus der Sonne. Oh.
So, hier kann man auch Fjordcruise machen. Also auf jeden Fall treffen wir Kostet 410 Kronen. Das ist nicht so günstig. Wobei, ist okay. Und hier vorne kommen wir gleich an der Fjordsauna auch vorbei. Das, was ihr da seht vor uns im Wasser, das soll Kunst sein und ist ein Eisberg und das blendet ganz schön. Jetzt schauen wir nochmal in die Richtung, ihr Lieben. DFDS, da steht die Fähre. Ich meine, die geht nach Kopenhagen, schätze ich mal. Oder irgendwo anders, Dänemark. Ja, viele fahren heute mit dem Boot raus, wie ihr seht auch. Bietet sich an. Und ich glaube, da hinten ist das neue Munch-Museum. Da war ich auch noch nicht. Das ist, glaube ich, neu. Willst du da baden? Hier willst du baden? Ich weiß nicht. Also wenn ich in Norwegen baden wollen würde, dann nicht hier in Oslo unbedingt. Wobei es hier natürlich noch sauberer ist als fast in ganz Deutschland, würde ich sagen. Das dänische Königspaar ist auch in Norwegen heute. Oh, okay. Das wusste ich gar nicht. So, hier gibt es Saunen. Und ich glaube, mit denen kann man sogar rausfahren auf den Fjord, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich meine, das sind diese. Auf jeden Fall gibt es hier welche in Oslo, mit denen man auf den Fjord rausfahren kann. Hier kann man auch grillen schön. Ja, genau, mit denen kann man rausfahren. Da ist vorne Steuer dran und so. Und dann kannst du draußen auf dem Fjord fahren und da deine Sauna genießen. Ich glaube, das will ich auch irgendwann mal machen. Da hätte ich Bock drauf. So, alle wollen mich sehen, sogar das dänische Königspaar. Ja, der König hat mir auch zugewunken, habt ihr es gesehen? Hat runtergerufen, Matze, bin ich in deinem Livestream? Halt drauf auf mich! Ja, die haben sich heute am 17. Mai hier mal die Sauna gegönnt. Uns Feuer angemacht in der Hitze. Das bräuchte ich jetzt nicht, außer ich will eine Wurst grillen. Das ist die Osloer Saunavereinigung, steht dort. Badstuhlvereinigung. Welcome to Oslo Badstuhlvereinigen. Die Saunas sind offen ab 7 Uhr. Kannst du reservieren online. Ja, und wenn du das sofort machen willst, kannst du den Saunamaster fragen. Der Preis, ein Single-Ticket für eine geteilte Sauna kostet 120 Kronen. Und man kann eine private Sauna online buchen. Ja, cool, man kann Mitglied werden. So, die Oper da drüben, ihr Lieben. Hier sind Iglu. Da gehen wir dann jetzt drauf und vielleicht rein. Ich kann es versuchen. Man wird nicht ganz reinkommen. Ich war einmal drin bei einem Konzert. Da war ich eingeladen. Stand ich auf der Gästeliste bei Maria Mena. Die kommt ja hier aus Oslo. Und da war ich einmal drin zum Konzert in der Oper. Ansonsten war ich immer nur in den Foyers und so. Sightseeing-mäßig. So.
wollt ihr den Barcode auch sehen? Schreibt mal eine 5 in den Chat, wenn ihr den Barcode auch sehen wollt. Ihr könnt es ja vorher googeln. Wir gehen jetzt erstmal hier zur Oper. Das ist dann wohl eine gemischte Sauna, ja. Kannst dir aber auch selber eine komplette buchen. Also wenn ihr den Barcode sehen wollt, der ist glaube ich gleich da vorne, fängt hier schon an. Het is één grote gekkenhuis in die stad. Das hörte sich nach Niederländisch an, was die Dame gerufen hatte am Telefon. Da sitzen die Entchen. Ja, wisst ihr denn, was die Osloer Oper hier darstellen soll? So formmäßig. Anni, möchte den Barcode sehen? Noch jemand? Ach, ein herrliches Wetter, ich sag's euch. Da drüben sind wir hergekommen. Da geht's rein in die Oper. Ich schätze mal, siehst du vielleicht sogar zu jetzt. Aber wir gucken mal. Wir gucken mal. Ace, die anderen 19,5 schreiben. Karin auch dafür? Ein Schiff? Nee, das soll kein Schiff darstellen, sondern ein Eisberg. Die Oper. Rico möchte in die Sauna. Ja, dann kommt vorbei, dann buchen wir uns eine Sauna privat und gehen rein. So, ich schätze mal, hier wird es heute zu sein. Oh, das ist schon Schatten. Hier ist ja zu. Aber wir können ja vielleicht durch die Scheibe mal einen Blick werfen. Dann habt ihr mal das Foyer und so gesehen. Das ist sehr stylisch hier alles, modern, schön, hübsch. Mit schönen Lichtern. Und vorne ist alles Glasfront und da ist so Holz alles, da geht so die Treppe, Wendeltreppe komplett rundherum und Holz hoch. Sehr schön gemacht, finde ich, architektonisch. Ja, dann mal hoch, ein bisschen durch den Schatten hier. Rico möchtest dann wahrscheinlich in die gemischte Sauna, schätze ich mal, oder? Ein paar norwegischen Frauen. Jetzt muss ich hier drüber klettern. Ich halte da mal mit kaputten Rücken. Was ich nicht alles mache für euch. Dafür müsst ihr mir aber schon einen Daumen hoch da lassen und ein Abo bitte. So, hier ist schön windig. Das ist angenehm. So, da seht ihr auch noch mal rein in die Oper. Sieht man das? Dem Bildschirm. Dann würde ich sagen, kraxeln wir mal ganz hoch. Da ist auch Schatten. Und dann sieht man, glaube ich, auch von oben den Barcode schon mal. Eigentlich brauchen wir dann gar nicht hinlaufen, weil wenn wir den von hier sehen können. Ah ja, und hier seht ihr auf dem Boden liegen überall verteilt diese Rüsselkord. Ganz viele. Das verteilen die Abiturienten. Jeder macht sich so einen Rüsselkord. Und die kleinen Kinder sind ganz scharf da drauf, diese zu sammeln. Das ist dann so eine Sache, diese zu sammeln. Aber hier haben sie die überall hingeschmissen, ne? Auch nicht so schön. Sind sie die Jugendlichen heutzutage. Ich gehe mal da drüben.
Sammel welche, was soll ich denn damit? Keine Lust, diese dreckigen auf dem Boden liegenden Karten aufzusammeln. So, ein paar Asiaten. Sightseeing-Tour. Erstmal in die Richtung. Aber durch den Schatten. Immer durch den Schatten. So. Der Rico möchte nur in die Frauensauna. Ach so, ja, na klar. Ich weiß ja nicht, welches Geschlecht du bist, Rico, aber ich weiß nicht, ob du dich da reinlassen. Anni verträgt keine Sauna. Da ist der Barcode zu sehen, liebe Leute. In Teilen zumindest, in großen. Ich glaube, die Häuser haben sie danach vorgebaut. Aus auf dem Dach der Oper. Was meinst du, wie cool ist das denn, Anni? Was genau meinst du damit? Den Barcode oder die Oper? Oder beides? Hier kann ich euch vielleicht sogar mal abstellen im Schatten. Und einen Schluck trinken dabei. So. Beasts Highlight des Tages sind die Salutschüsse. Okay. Ich fand es am Schloss das Highlight für mich. Bisher. Aber ich glaube, das wird auch nie mehr übertroffen. So nah werde ich dem König nie wiederkommen. Und wir hatten ziemlich gute Plätze, trotz dass ich nicht so früh da war. Ja, und bei den Salutschüssen hatten wir natürlich erste Reihe Plätze. Da konnten wir nicht näher ran. Und ja, freut mich, dass dem Biest der Augenblick am besten gefällt, wo mir das Trommelfell geplatzt ist. Hat eigentlich einer mitgezählt, wie viele Schüsse die abgegeben haben? Ich wollte es erst machen, aber ich war dann so von diesen lauten Schüssen plötzlich irritiert, dass ich mir die Ohren mit beiden Händen zuhalten musste und dabei noch den Gimbal in der Hand halten musste in einer. Ich hoffe, ich bin mal gespannt, wie der Kameraausschnitt war. So, das ist der Barcode quasi. Da gibt es auch schöne, interessante Restaurants. Schüsse meinst du, Karin? Das würde mich wundern. Ich glaube nicht, dass es 17 waren. Wegen 17. Mai meinst du? Ich glaube nicht. Waren das nicht so 10 oder so? Habt ihr nicht gezählt? Beast hat doch bestimmt gezählt. Ach. Ja, also nicht nur das Königspaar, weil die ganze Familie, die Königin war da, der Kronprinz. Gehen wir da nochmal runter gucken.
So, in Deutschland wäre bestimmt schon jemand mit einer Deutschlandmütze auf mich zugelaufen, hätte gesagt, Sie filmen mir ins Gesicht, das ist verboten. Da sind die Norweger ein bisschen lockerer. Ne wahr? Hier war Party, hier hat sich einer ein Säckchen gegönnt. Ah, hier ist das neue Munk. Das dürfte das neue Munk-Museum sein. Da will bestimmt meine Frau mal hinein, könnte ich wetten. Da drüben ist das Fotografiehüse, sehe ich. Oh, was haben sie denn da hinten noch für eine riesige Statue? Die kenne ich auch noch nicht. Ja. Habe ich reingezoomt? Ich glaube schon. Die muss ja relativ groß sein, so wie das aussieht. Oh, jetzt tief runter, ihr Lieben. Soll ich euch fallen lassen? Nein, lieber nicht. Da hinten steht so die Fähre. Ja, da hinten sind wir hergekommen. Keiner hat mitgezählt, wie viele Salutschüsse es waren. So. Dann gehen wir jetzt nochmal da vorne hoch. So, ihr Lieben, was macht ihr denn heute so noch Schönes? Am 17. Mai, dem norwegischen Nationalfeiertag, Tag der Verfassung. Constitution Day, auf Englisch heißt es, meine ich. English is not the best, not the yellow from the egg, you know. Ja. 21? Echt? Das wäre aber merkwürdig. Hast du gezählt, Anni, gerade? Müssen eigentlich nicht 20 sein dann. 21? Naja, muss ich nochmal nachlesen. Vielleicht kann ja jemand rauskriegen, warum es 20, 21 Stück oder wie viel waren. Ja, hier draußen im Oslofjord gibt es einige Inseln. Eine Insel gibt es, da kann man drauf campen. Da kommt also auf viele dieser Inseln, also kommt auf alle Inseln nur ein Boot hin oder eine Fähre, wenn man kein eigenes Boot hat. Und es gibt eine Insel, auf der kann man campen. Das ist die einzigste, auf der es erlaubt ist, frei wild zu campen, wie man auf dem Platz dort, wie man möchte, im Grunde. Man muss natürlich alles sauber halten und so, ne? Sich benehmen, wie immer in der Welt. Ja, und ansonsten gibt es noch Fähren auf die Inseln. Manche haben Hütten auf den Inseln. Da hinten seht ihr vielleicht noch hinter dem Schiff auf der Insel, dort hinter stehen auch ein paar Boote an der Insel, an einem Hafen. Ach. So, hier kann ich ja mit meinem anderen Handy auch wieder ein Fotochen machen. Muss ich öfters mal dran denken. Ich muss ja auch ein paar Shorts machen für meinen YouTube-Kanal, ne?
Anzahl, oder? Was meint ihr? 21 Schüsse? Das waren die Busse. Dann können wir jetzt, denke ich mal, unseren Stadtrundgang fortsetzen in die Richtung Hauptbahnhof. Weil wenn wir zum Barcode gehen, das hilft auch nichts, wenn wir da näher dran sind. Den muss man von weiter weg sehen. Den haben wir jetzt eigentlich gut gesehen hier vom Operndach. 1A Aussicht hier, ja. Täubchen. Das Täubchen ist hierher geflogen. Hallo Täubchen, und weg fliegt sie. Ich habe vielleicht gedacht, er hat was für sie. Da unten segelt sie. So. Was habe ich gesagt? Habe ich was anderes gesagt? Taube habe ich gesagt, ne? Ja. Ich habe schon einen leichten Sonnenstich. Natürlich war das eine Möwe. Habe ich Taube gesagt? Wahrscheinlich. Naja, es war eine Möwe, ja. Meine Frau ist deutsch, ja. Wir sind zusammen ausgewandert. Rico. Ja, ich habe ja immer zwischendurch was getrunken jetzt, aber mein Getränk ist bald leer. Deswegen, ich denke mal, am Bahnhof werde ich mir mal was Neues kaufen können. Und im Bahnhof, vielleicht können wir da sogar reingehen. Kann ich euch den Bahnhof mal ein bisschen von innen zeigen. Da läuft die Mucke. Ja, mit Sicherheit. Ah nee. Alles für euch. Ich genieße das auch. So rumlaufen geht so. Aber stehen ist nicht so schön. Ich muss mich halt ab und zu mal hinsetzen. Vielleicht hole ich mir auch noch einen kleinen Snack. Ich habe auch noch was im Rucksack zum Snacken. Fällt mir da ein. Ja, mal der Blick. Hier geht es die Treppe runter. Außerdem ramponiert bin ich eh schon. Ramponiert bin ich sowieso schon. Nochmal Blick hinein. So, ihr Lieben. 14 Zuschauer haben wir. Jemand Neues dabei. Lasst doch gerne ein Abo da. Es kostet nichts. Ist ganz einfach. Und man kann die Benachrichtigungen ja auch deaktivieren. Dann werdet ihr nicht genervt mit so vielen Benachrichtigungen. Lasst gern ein Like da. Ich
ich setze mich noch mal kurz hier in Schatten, ihr Lieben, und trinke mein Getränk jetzt komplett aus. Das bietet sich gerade hier schön an. So, mal kurz checken, wie der Akku so ist. Der Gimbal ist voll, das Handy ist auch fast voll. Wunderbar. Und der Stream scheint gut zu laufen. Könnt ihr noch ein bisschen Leute vorbeilaufen sehen. Vielleicht kann man ja ein paar Highlights dann nachher hier zusammenschneiden aus diesem Stream, wenn ich Zeit dazu finde. So, was sagt denn mein Datenvolumen? Kann ich das jetzt abfragen oder will die App das mir immer noch nicht mitteilen? Keine Lust, überhaupt keine Lust. Jetzt doch. Ah ja. Alles in bester Ordnung. Ah, hier im Schatten ist ganz angenehm. Sag Bescheid, Rico, wenn ich jemanden hinterher pfeifen soll für dich. So, Getränk leer. Noch ein bisschen den Rücken strecken. Oh, schön. Jetzt soll ich pfeifen? Nee, Karin, du bist nicht der Rico. Männern pfeife ich nicht hinterher. Så, då har vi sett. Mäktigt. Thorsten, zum Sonnenuntergang nochmal auf die Oper. Nee, das werde ich heute nicht machen. Da müsste ich ja noch mal bis hierher in die Innenstadt abends. Ich weiß gar nicht, die Sonne geht doch hier, die sehe ich. Ja doch, kann sein, dass ich sie sehe. Die geht ja eigentlich im Westen unter. Jo, hallo Thorsten übrigens. Schön, dass du da bist. Warst du schon vorher hier? Kommt mir nicht bekannt vor. Schön, dass du dabei bist und scheinbar meinen Kanal abonniert hast. Das freut mich. So, ihr Lieben, dann marschiere ich gleich mal weiter. Nicht, dass es euch langweilig wird. Wie lange ich hierher gefahren bin. Ich bin mit den Öffentlichen gefahren. Ich habe mir heute ein Tagesticket geholt, ein 24-Stunden-Ticket. Das gilt bis morgen früh um 8 dann noch circa. Und ich habe so 45 Minuten bis in die Innenstadt gebraucht. 30, 35, 40 Minuten, glaube ich, waren es. Kommt drauf an, welche Verbindung man nimmt. Da gibt es mehrere. Und ja, von meiner Unterkunft, genau, ja. Das Auto habe ich dort stehen lassen. Ich hoffe, dass ich es nachher waschen kann. An der Waschanlage, dort ist Hochbetrieb, da ist direkt eine Waschanlage auch. Aber da ist unglaublich viel los. So.
Weiter geht der Marsch. Rucksack wieder auf. Seid ihr bereit für mehr Sightseeing? Das war schön abkühlend hier. Ich habe heute die Bitrate runtergedreht und die FPS auch. Gestern auch mal mit dem Peter Ionic kommuniziert. Der hat mir ein paar Tipps gegeben wegen den Abbrüchen, dem Überhitzen des Handys. Und das hatten wir heute bisher gar nicht. Von daher scheint die Einstellung gut zu sein. Und wenn die Qualität super ist für euch, dann werde ich die Einstellung, denke ich mal, so beibehalten. So, geradeaus geht es direkt zur Oslo Zentralstation. Ihr Lieben. Ja, nee, das Parken hätte mich dreimal so viel gekostet wie das Ticket für die Öffentlichen. Und dann wäre ich wahrscheinlich auch langsamer in der Innenstadt gewesen als mit den Öffentlichen. Hätte dann noch einen Parkplatz suchen müssen. Das am Nationalfeiertag. Deswegen habe ich mich gestern Abend dazu entschieden, nee, das wird mit den Öffentlichen durchgezogen, ne? So, hier eine schöne Skulptur, was auch immer sie darstellen soll. Da dürft ihr euren Fantasie freien Lauf lassen. Da ist das Tonhotel Oper. Und direkt vor uns liegt die Zentralstation. Patrick sagt richtig. Patrick, du bist auch noch da. Schön. So still heute, Patrick. Du hast doch sonst immer noch schöne Zusatzinformationen. Schickes gelbes Taxi kommt hier. Schau, sogar ein Elektro. Grün. Wieder da, Patrick. Ah ja, okay. In München, Patrick, da fährst du auch noch mit den Öffis rein, ja. München, Frankfurt genau das Gleiche, das macht keinen Sinn. Also man kann es schon machen, aber muss nicht sein. Gerade in der Rush Hour, ich habe ja mal in Frankfurt gewohnt, in Frankfurt gearbeitet. Also ich habe außerhalb gewohnt und in Frankfurt gearbeitet. Wenn du da in der Rush Hour rein wolltest, das war die Hölle, da hast du dreimal so lange gebraucht wie mit der Bahn. So, hier ist ein schöner Platz vorm Bahnhof. Ein Platz vorm Bahnhof, es gibt noch mehrere Ein- und Ausgänge. Hier willst du noch essen? Da ist das Tonhotel Oper. Hier sind wir an der Zentralstation. Schön, dass du wieder da bist, Patrick. Es freut mich. Ich weiß gar nicht, wann du ausgestiegen bist. Ich krieg nicht immer alles mit, weil ich muss mich natürlich hier zu vielen Menschen, kann ich mich nicht als auf den Chat konzentrieren, krieg vielleicht nicht alles mit, wie ich gern würde, aber so ist das nun mal. Das ist ja hier eine One-Man-Show. Hier gibt es keine Regie, keinen Kameramann. Ich bin alles in einem, ne? So wie die großen Streamer das machen. So. Ja, hier fahren die Zügchen ab. Der würde jetzt auf dem Gleis 19 nach Rakkestad um 14 Uhr abfahren. Das ist aber noch eine Weile.
Vielleicht kann ich mir im Espresso-Haus was holen, obwohl, ne, mit Kamera ein bisschen schlecht wahrscheinlich. Vielleicht so ein Kiosk oder so. Oder ein Automat. Ja, in den Gleisen gibt es da bestimmt Automaten. Kann ich mir doch mal ein Getränk am Automat holen. Norwegen wird ja wohl auch da so fortschrittlich sein, in bekannter Manier, dass man da mit Karte zahlen kann. Oh ja, du warst auch Peter beim Stream. Der Peter streamt natürlich heute auch wieder, ja. Konkurrenz. So. Der Automat sieht geräubert aus. Ein paar Getränke doch, da gibt es noch Coke. So eine Coke würde ich mir doch gerne mal genehmigen. Für welcher Preis? 508. Bitte wählen Sie ein Produkt. Würde ich gern tun. Wie tue ich das? Hier am Schirm. Touchscreen. 508 ausverkauft? Ich finde nicht, dass es ausverkauft ist. Auch ausverkauft. 507 daneben. Die wollen einen hier doch hochnehmen, oder? Ach ja, toll. Ist doch die richtige Zahl, die ich eingebe, oder? 580 Kronen, nein, bist du wahnsinnig. Das ist die Zahl, die man eintippen muss. Nee, schade. Dann vielleicht gehe ich mal ins Espresso-Haus. Ich hoffe, das ist für euch nicht so langweilig. Und hier fährt der Zug nach Trondheim ab übrigens. Um 14:02 Uhr. Wie ist die Umrechnung? Ja, wenn du es dir einfach machen willst, rechnest du 1:10 um. 10 Kronen, 1 Euro. Stimmt aber nicht genau. Wenn nicht, gibst du einen Währungsrechner bei Google, oder du gibst Währungsrechner Google Euro NOK für NOK, norwegische Kronen ein, und dann kannst du es direkt eingeben. Den genauen Umrechnungskurs habe ich nicht im Kopf. So, wollt ihr den Bahnhof von innen auch sehen? Soll ich reingehen? Ich glaube, drinnen gibt es dann bestimmt auch nochmal Getränke oder so zu kaufen. Was ein Eis gekostet hat, weiß ich nicht. Kommt aufs Eis an. Und ob man es jetzt in so einem Kugeleis kauft oder im Geschäft, das kann komplett unterschiedliche Preise haben. Hier steht auch, welche Flüge vom Airport abfliegen. Weil hier kann man sich nämlich dann auch gleich einen Flugzug, hier fährt nämlich der Flugzug auch ab, Flytoge genannt, der Airport Express Zug. Schaut mal hier. Jetzt bin ich drin, jetzt bin ich reingegangen, ohne eure Antwort abgewartet zu haben. Ich denke mal, das Jo von der Anne gilt dafür, dass ich reingehen soll. Und hier gibt es kalte Getränke, sowas brauche ich. So, hier seht ihr auch die Preise. So, ich halte euch mal kurz nach unten. Kom igen. Kijk daar. Tak, ale...
Nationaltheater bin ich heute ausgestiegen, Patrick, als ich zum Schloss bin. So, muss mal irgendwie. Stellt euch mal ganz kurz hier ab auf den Mülleimer. Nicht, dass ihr da hingehören würdet. Genau, ich bin mit der T-Bahn heute hier hingefahren, Patrick. Bis zum Nationaltheater. So, jetzt genehmige ich mir gerade erstmal einen tiefen Schluck. Ja, ich bin mit der T-Bahn gefahren, Patrick, genau. Ich hoffe, du hörst mich. Bis zum Nationaltheater. Und dann bin ich hoch zum Schloss gelaufen von dort. So. Oh, das hat schon mal gut getan, der Schluck, aber ich überlege, ob ich mir da drüben am Espresso-Haus. Ja, Cola. Cola ist am besten. Erfrischend. Bei Wasser muss ich nur gleich wieder aufs Klo rennen. Das kann ich euch nicht antun, da kann ich euch nicht mitnehmen. Ist besser, ich schwitze die ganze Kacke wieder aus gleich. So, dann will ich noch mal schnell den Müll entsorgen. Wir sind ja hier direkt an einem Mülleimer. Macht's gut. Ein kleiner Scherz. Ihr wisst doch, ich bin ein Scherzbold. Ihr seid mir meine liebsten Zuschauer. Euch würde ich niemals entsorgen wollen. So. Da am Espresso-Haus würde ich mir fast ganz gerne noch mal irgendwie so einen kalten Kaffee oder sowas holen, wenn er mir das erlaubt. Nee, die T-Bahn ist ja auch nicht eine reine U-Bahn, da hast du recht. Ich bin da oberirdisch angefangen und dann ging es irgendwann nach unterirdisch. Ja. So, mal gucken, was die hier haben. So, ein kaltes Getränk hier holen. Dauert ein bisschen. Ich bin mit der Linie 2 gefahren, Patrick. Erst mit dem Bus und dann umgestiegen in die Linie 2. Ich wohne ja nicht beim Holmenkollen. Holmenkollen waren wir ja gestern. Ja, vi tar emot en kompis. Ja, jag ska ha en sån här. Skulle du med film? Ja. Tänker du med film? Det blir för kostar? Ja, det får jag. Jag var still. Här har du 20, 40 och sen ska vi se, här har du 5. 45. 3 kronor till. 1, 2, 3. Akkurat. Ja. Dame vor mir, die mit Bargeld zahlt. Nej, det är inte direkt kontot. Ja. Ah, ja. Vad säger du? Hier seht ihr, was ein Croissant kostet.
Hi. Gratuliere med dagen. Jeg tar en islatte vanilje. Stor. Ja. So. Mucke. Vielleicht mache ich da mal den Ton jetzt aus für eine Weile. Das ist ja krass, Patrick, dass du virtuell alles abgefahren bist. Ich habe nur den Ton ein bisschen ausgemacht, damit die Musik nicht so lange im Hintergrund ist. Ja, hier in Norwegen ist relativ sauber, auch in ganz Oslo. Kann man fast vom Boden essen. So, weiter geht's. War noch eine kurze Werbeunterbrechung für das Espresso-Haus. Nein. So. Nee. Vor allen Dingen kleben da überall Kaugummis und so. Das finde ich, sieht man hier fast gar nicht.
So. Da vorne ist ein anderer Ausgang. Dann können wir nochmal hier hochfahren. So, ich habe mir ein Eislatte Vanille geholt. Ich muss sagen, der ist sehr lecker. Hier schöne Sitzgelegenheiten. Da hinten gibt es natürlich auch einen Schachtelwirt. Hier mal die Technik von hinten, die Anzeigentafel. Blink, blink, alle online scheinbar. Da oben gibt es einen Starbucks und ja, noch einen Kaffee und andere Essensmöglichkeiten. Da rechts Richtung T-Bahn wieder. Und da hinten geht es zum anderen Ausgang. Ja, und hier geht es zu den verschiedenen Gleisen dann immer ab. Vorne gibt es ein Blumengeschäft. Die haben halt wahrscheinlich Hochsaison. Hier könnt ihr mal sehen, was so ein 17. Mai Blumenbukett kostet. 350 Kronen. There is a change of track for the R18 service to Villa Avenue 1334. This train will depart from track 12. We repeat, the R18 service to Villa Avenue will depart from track 12. So. Wollen wir... Welchen Ausgang wollt ihr denn nehmen? Zur Karl-Johanns-Karte. Komm, ich laufe nochmal hier lang. Die Geschäfte haben natürlich zu hier in der Shopping Mall. Aber hier seht ihr, was es für Geschäfte gibt. Ausgang Ostbahnhof. Naja, es ist der Hauptstadtbahnhof. Die Backstube hat offen. Da gibt es leckere Sachen. Heute ist Feiertag, da haben die Geschäfte zu. Hemd aus der Hose, was ihr so registriert. Ist mir gar nicht aufgefallen, sowas. Ich weiß auch nicht, wer das ist und wer das war.
Vielleicht der hier. Ja, jetzt hängt aus der Hose rum. Das ist hip, liebe Karin. So muss das. Das muss so. Auch am Nationalfeiertag ist er dann auch offen. Nee, also die Norweger machen zu. Die haben, an Feiertagen haben die meistens entweder komplett zu oder sehr eingeschränkte Öffnungszeiten. Die Norweger sind dann eher so, nee, die wollen ja nicht schuften. So, schön rein. Ah, jetzt kommen wir hier vorne raus. Da ist ja mehr Eis drin in meinem Eislatte als das, was drin sein sollte. So, das hier ist der Bahnhofsvorplatz. Ich weiß gar nicht gerade, wie er heißt, aber hier steht, glaube ich, irgendwo der Tiger. Denn Oslo wird auch Tigerbyen genannt, also Tigerstadt. Steht er nicht hier irgendwo? Ich dachte, das wäre hier. Bin ich hier nicht richtig? Was ist denn da hinten für eine Randale Musik? Feiern da die Russ? Oder ist das hier, wo der Tiger steht? Wir werden den Tiger schon noch finden, glaube ich. Die Norweger haben genug Geld, lieber Anni. Die machen auch zu, wenn sie genug eingenommen haben, die Campingplätze zum Beispiel. Da ist der Tiger, sag ich doch, da ist er doch. So, hier ist Party, Leute. Da hinten zumindest scheinbar. Ich glaube, dieser Stream wird eingeschränkt werden. So, da bin ich fertig mit meinem Kaffee Latte und Eislatte. Da können wir uns den Tiger angucken von der Tigerbühl. Leider sehr bevölkert gerade. Ja, ihr seht, die Stadt ist voll. Hat da jemand Matze gerufen? Ne, das ist einfach eine Tigerstatue. Passend dazu, dass in Oslo halt auch die Tigerstadt genannt wird. Kann aber auch sein, dass die nach diesem Tiger benannt wird. Das weiß ich gar nicht. So, die singt. Oh, hier ist der Teufel los. So, was gucken wir uns als nächstes an? Die Karl-Johan-Gate, würde ich sagen. Das ist die Hauptstraße, die hoch zum Schloss führt, hier in Norwegen.
Oh, meine Fresse. Die Fußgängerzone hier ist aber voll, ihr Lieben. Da weiß ich jetzt ja gar nicht, ob das so gut ist, da zu streamen. Das könnte voll werden und zu Abbrüchen führen. Aber wir probieren es mal. Ich war hier ist wenigstens Schatten. Das ist schön. Vielleicht kannst du es ja googeln, Anni, ob es da irgendeine tiefe Bedeutung hat. Ich habe mich jetzt natürlich nicht über alles eingelesen, was Oslo betrifft. Ich weiß viele Dinge halt nur grob. Ich schätze mal, wenn ich in Oslo wohnen würde, würde ich wahrscheinlich auch mehr noch euch Informationen geben können und wissen. Aber so ist mein Wissen halt nur von dem, was ich mal hier und da gelesen und mitbekommen habe und mir Norweger erzählt haben. Ich habe mich jetzt nicht für den Stream irgendwie so vorbereitet, dass ich da jetzt groß Bücher gewälzt hätte mit Informationen rund um Oslo für euch. Das machen wir gern nochmal irgendwann. Dann kann ich auch gern mehr Infos geben. Dann bereite ich mich ordentlich vor. Das können wir als Special machen. Wenn ich 10.000 Abonnenten habe, dann würde ich das machen. So, Fahrkollege. So, das hier ist die Fußgängerzone quasi, die Karl-Johan-Gate, Karl-Johan-Gate. Das ist die Einkaufsstraße hier in Oslo. Und die führt gerade hoch, direkt aufs Schloss zu. Das sieht man dann normalerweise auch ganz schön, wenn nicht so viele Menschenmassen sind. Ja, und rechts und links von der Karl-Johan-Gate, Karl-Johan-Gate, befinden sich natürlich noch weitere Straßen mit Geschäften. Könnte auch München Fußgängerzone sein, ja. Wenn jetzt ein normaler Wochentag wäre, unter der Woche, kein Nationalfeiertag, wäre es hier auch bei weitem nicht so voll, jetzt gerade um die Uhrzeit. Das kann ich euch sagen. Aber heute haben alle frei, heute sind alle hier. Und ihr auch, ihr seid live dabei. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Ja, heute ist proppevoll hier. Ich glaube, so voll habe ich es selber auch noch nie erlebt. Aber heute genießt natürlich jeder den Feiertag. Ich schätze mal, wenn das Wetter natürlich auch noch mal anders wäre, wäre es auch nicht so voll. Aber bei dem Wetter, da zeigt man sich natürlich in der Stadt. Wenn man schon das schöne Outfit anhat, ne? So, ich hoffe, ihr seht rechts und links die Geschäfte. Hier ist das Komforthotel. Hier gibt es auch ein Hotel, wo ich auch schon mal war. Da wurde ich auch eingeladen zum Übernachten. Sehr exklusive Räume. Ja, und wie ihr seht, hier trifft man Menschen aller Fasson. Hier tobt das Leben. Ja, hat keine bestimmte Bedeutung. Aber wurde denn der Begriff Tigerbühnen danach, kommt der von der Statue oder hat Oslo diesen Namen schon vorher gehabt? Das habe ich noch nie gegoogelt oder so. So. Gibt es denn noch, hier kommen wir jetzt vorbei am Nationaltheater und Sturtinge, der Umzug läuft noch. Ihr hört es noch. So, vielleicht noch ein bisschen an der Seite hier gehen.
lange her, dass ich in solcher Menschenmenge gewesen bin, Leute. Steht nichts davon, okay, Anni. Danke für die Info, Anni. Danke fürs Nachschauen. Für mich ist das gerade ein bisschen schwer. Nee. So, hier stehen die Leute an für ein Eis. Fürs beste Eis der Stadt. Würde ich auch gerne eins haben, aber da habe ich jetzt keine Lust anzustehen. Rücken sagt nein, Computer auch. Da ist Pferdekot. So. Müssen wir demnächst auch am Sturtinge vorbeikommen. Yeah, Party on. Ach, das ist aber ein schöner, ein Feini. Da wurde gerade eine Rüssekord ausgehändigt direkt vor mir. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Hier wird wieder ausgehändigt. Vor mir das Mädel mit der blauen Hose ist eine Abiturientin. Wird da unten nach Rüssekord gefragt. Oh, so ein feiner Wauzi. Da wurde wieder einer ausgehändigt. So, hier ist jetzt eine T-Bahn-Station. Ich weiß gerade gar nicht, welche das ist. Es gibt auch einen roten Tiger in Ukon. Okay. Interessant. Ich hoffe, ihr hört mich auch noch überhaupt in diesem ganzen Krach. Ich versuche schon ein bisschen laut zu reden. So, was wird hier gefeiert? Oh, hier tanzen ein paar. Da gehe ich doch mal gucken. Mal ein bisschen andere kulturelle Rituale anschauen. Hare Krishna, ja, ja. Diego! Hier ist was los, Leute, ich sag's euch. Und nicht zum ersten Mal. So, ihr Lieben. Rico, Frischfleisch. Was denn für Frischfleisch? Die Idee des Tigers stammt aus einem Gedicht von Björnstjerne Björnsson von 1870. Siste Sang, der letzte Gesang oder so, der letzte Song. Das habe ich noch dazu gefunden zum Tiger, okay. North Viking, hello, hello, willkommen. Ja, zum Thema Migranten, der meistgewählte männliche Kindername in Oslo ist, glaube ich, Mohammed. Boah, ihr seht bis hoch zum Schloss die Menschenmenge, Leute.
Das ist doch auch nochmal ein schöner Eindruck. Ne, wahr? Da mache ich nochmal ein Foto mit meinem Handy von auch. Wir machen auch alle gerne ein Foto auf der Karl Johann von sich selber, ein Selfie und so. Puh, da ist wieder ein Feini. Hare Krishna. Hare Krishna. Ah ja. Ja, hier hört man auch viele andere Sprachen. Deutsch auch unter anderem viel. Das liegt aber an den vielen deutschen Touristen auch. Aber es gibt ja auch viele Deutsche, die nach Norwegen ausgewandert sind. Puh, so, jetzt sind wir am Stortinget, ne? Quasi am Pendant zum Reichstag. Da tagt die norwegische Regierung, beziehungsweise ja, der norwegische Bundestag, oder wie ich es nennen will, das Stortinget halt heißt es, hier in Norwegen. Bewacht von Löwen. Was meint ihr? Sollen wir noch mal gucken, ob wir ins Rathaus auch reinkommen? Das wäre ja auch noch mal was. Gucken, ob vielleicht sogar der Ministerpräsident mal rauskommt und Hallo sagt zu euch. Sieht nicht so aus heute. Dann gucken wir hier nochmal auf den großen Platz vom Stortinget. Und die schön, hier ist das Grand Hotel. Da war ich schon mal drin. Sehr schick. Obendrauf ist eine Dachterrasse mit Bar. Grand Hotel hat sich auch in den Nationalfarben geschmückt. Viele schöne Gebäude hier in Oslo, generell finde ich. So, wie war denn der Stream so bisher? Von der Bild- und Tonqualität, hauptsächlich Bildqualität, lief es ganz gut. Wenig Abbrüche. Ihr habt zumindest wenigstens geschrieben von Abbrüchen. Außer am Anfang, wo wir im Schloss waren, meine ich, da war mal hier und da ein Abbruch. Ne? Aber bei den Menschenmassen ist das zu erwarten. Sorry. Der was da die? Ja. Da drin. Da oben an der Scheibe jemand. Da drin tagen sie. Und es kann sein, wenn du hier vorsitzt, mal so einen Tag lang, dass dann mal eben der Ministerpräsident oder eine andere Ministerin rauskommt. Stortinget, das norwegische Parlament. Es wurde eröffnet 1866. Der Architekt ist Emil Viktor Langle. Das Gebäude soll Offenheit symbolisieren. Dafür wurde die Main Chamber auch von draußen sichtbar gemacht quasi. Ja. Den Rest könnt ihr ja selber vielleicht stoppen und lesen. Gut. Was hatte ich gesagt, wollen wir jetzt machen? Weiter hoch zum Schloss müssen wir ja eigentlich nicht, da waren wir ja schon. Ne, wahr? Und zum Rathaus wollte ich mit euch. Genau, da müssten wir in die Richtung. Oder was sagt ihr? Rathaus? Rathaus, mal gucken, ob wir reinkommen. Könnte sein, dass es offen ist.
Und könnte sein, dass wir reingehen können und einfach ein bisschen filmen können. Dürfte, glaube ich, kein Problem sein. Vielleicht doch. Ich weiß, ich bin mir nicht mehr sicher, ob da nicht so ein Filmverbotsschild draußen war. Unsicher. Wir werden es erleben. Ich gucke mal noch von außen. Wir haben es ja vorhin noch von der anderen Seite gesehen. Von der Hafenseite aus. So, ich glaube, wir können dann hier durchgehen. So grob kenne ich mich hier aus in Oslo. Ich war ja schon das ein oder andere Mal hier. Da sehe ich mich zumindest grob zurechtfinde. Rico, du Alter. Da fällt mir ja gar kein Wort für ein. Der Rico schaut nur auf die Frauen. Naja. So. Nee, das aber in Deutschland passiert auch viel mehr. Hier in Norwegen gab es in den letzten, keine Ahnung, 100 Jahren einen großen Anschlag, von dem ihr sicherlich alle gehört habt, vom Anders Behring Breivik. Ich glaube, das war ein Tag vor meinem Geburtstag. War das nicht der 24. Juli? Bin mir unsicher. Jedenfalls rund um meinen Geburtstag. So, ich glaube, da geht es zum Rathaus. Ich meine, es schon gesehen zu haben von der Seite aus. Ist auch wieder voller gleich. Ja, es ist so viel verschiedene, schicke, angezogene Leute in allen verschiedenen Trachten und, besser gesagt, Bünat, Kleidern. Männern auch in Teilen Trachten und verschiedenen Anzügen. Habe ich in meinem Leben selber noch nie gesehen. Hier kriege ich das volle Paket und ihr auch zu sehen. Mucke, Mucke. So. Der Biest auch. Ja, der Biest mag Kanonen und Frauen. Achso, ja, Österreich. Sorry, Anni, ich vergesse das immer. Tut mir leid. Aber Österreich ist natürlich die Kriminalität auch höher, oder? Wobei hier in Oslo die Kriminalitätsrate ja relativ hoch sein soll. Aber ich sag mal so, Großkriminalität. Ich meine, Norwegen ist ja auch nur ein kleines Land mit 5,4 Millionen, glaube ich, momentan Einwohnern. So, hier ist das Rathaus, nochmal von der Seite. Jetzt gucken wir mal, ob wir durch den Haupteingang reinkommen. Oder ob da heute gesperrt ist. Vielleicht ist da ja auch eine Veranstaltung drin. Oder ist es geschlossen? Wir werden es erleben gleich. Ja, Aker Brygge, genau, da wollte ich auch noch mal hin. Danke, Norsk Viking. Das wollte ich euch auch noch zeigen, Aker Brygge. Korrekt, hatte ich vorhin versprochen. Da waren wir ja schon fast. Und da kommen wir ja auch jetzt schon wieder näher hin. Aber wenn wir jetzt hier am Rathaus sind, das direkt vor uns liegt, machen wir erstmal Rathaus. Schauen wir mal. 13:55 Uhr haben wir jetzt.
Kannst ruhig du sagen übrigens, Norsch-Viking. Bist du Norweger? Are you from Norway? Do you understand German? Eller snakker du norsk? Ah, hier spielt eine Kapelle auf der Rathauseingang. Scheiße, dann kommt man dann heute nicht rein. Würde ich doch mal schätzen. Aber ich probiere alles für euch. Ich werde schauen. Aber das können wir ja auch noch mitnehmen, hier die Kapelle vorm Rathaus. Jetzt sind wir wieder passend da. Leider ist das Rathaus momentan eingepackt zum Teil. Scheinbar renoviert. Aber ich sehe, da drüben laufen zumindest Leute runter. Applaus bitte, auch in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Ja, wenn ihr neu zugeschaltet habt, lasst mir gerne ein Abo da. Vergesst nicht, den Like-Button zu drücken. So, hier an der Seite können wir schon mal hochgehen, das ist doch schon mal super. Hier ist der Brunnen auch aktiviert worden zum 17. Mai. Brunnen-TV würde jetzt Skyline TV machen. Ja, da können wir uns auf jeden Fall schon mal hier die tollen Bilder anschauen. Hier ist die Brunnenskulptur. Schwäne. Und hier ist so eine Galerie mit Holzbildern. Und hier ist auch schön Schatten, das ist schon mal schön für mich. Dann kann ich euch das zeigen und gleichzeitig ein bisschen im Schatten entspannen. 13:57 Uhr haben wir jetzt, oder wie? Willst du mir damit mitteilen? Ja, 13:58 Uhr bei mir. So, hier steht auch was dazu, das lesen wir doch erstmal. Wooden Friezes in the City Hall's Courtyard. Der Dagfinn Behrenschold von 1892 bis 1877 hat er gelebt. Ein Maler und Skulpteur. Ja. Könnt ihr ja stoppen und lesen, wenn euch das interessiert. Und hier sind die schönen Holzskulpturen. Die Swan Maidens, mein Englisch ist nicht so gut, sorry. So, die Treppe hier ist schon mal geschlossen. Aber schauen, ob der Haupteingang offen ist, ne, wa? Ich sehe zumindest keinen Wächter davor, das deutet eher darauf hin, dass geschlossen sein könnte. Ja. Ja, hier sind viele solche dieser Holzgemälde oder Skulpturen, würde ich sagen. Oh, so, ich bin jetzt auch ein bisschen heiß. Langsam bin ich durch, Leute. Ist auch anstrengend.
Die Lauferei in der Wärme. Und dabei euch lauter an die ganze Zeit einen Apfel ans Ohr zu labern. So. Weitere hier. Das Ganze ist dann auf der anderen Seite nochmal. Hier die Säulen. Das Tor aus scheinbar Kupfer, die Tür dort. So, 9 bis 16 Uhr Öffnungszeiten. Das heißt, 9 bis 16 Uhr. Willkommen im Rathaus. Aber nicht heute. Sorry Leute, das hätte ich euch gern von innen gezeigt, muss ich ehrlich sagen. Weil mir gefällt das echt sehr schön im Rathaus. Ach, hier seht ihr die Temperatur im Schatten übrigens. 19, 20 Grad, 20. Hier im Schatten am Rathaus. Also im Schatten ist es erträglich. Das hier ist, glaube ich, so eine Abstimmurne. Wenn die abstimmen dort drinnen, werden da Zettel eingeworfen, meine ich. Vielen Dank, Beast. Das höre ich gerne. Weitere Holzskulpturen hier. Vielleicht machen wir dafür mal, weil wir hier so nah laufen, den Ultraweitwinkel an. So, der Ultraweitwinkel am Start. Das ist natürlich so richtig dreidimensional. Ich denke, das erkennt ihr, ne? Also das ist echtes Holz. Schöne Motive auch. Ja, aber von innen ist das Rathaus echt nochmal imposanter. Also falls ich irgendwann mal 10.000 Abonnenten habe, machen wir wieder eine Tour nach Oslo. Und dann gehen wir ins Rathaus. Versprochen. So. Ihr Lieben. Ansonsten ist das Rathaus leider Christo-mäßig verpackt zur Hälfte. Und hier spielt die Blaskapelle für uns. Alle anderen, die hier so rumstehen. So, vielleicht kann ich mich hier kurz noch mal in Schatten setzen. An diesem Brunnen. Hier könnt ihr Musik ein bisschen lauschen. Und ich kann meinen Rücken kurz ausruhen, ein paar Minütchen. So, einmal wieder abstellen, den Gimbal. So, ihr Lieben. Alles gut, alles top soweit, ja? Das erlebst du nicht mehr, Anni? Oh. Warum nicht? Ich will es doch hoffen. Dann kannst du sagen, du warst von Anfang an dabei. Supporter der ersten Stunde, Anni. So. So 5 Grad weniger hätten mir heute auch schon gereicht, muss ich sagen. So, habt ihr denn alle schon was gegessen? Wenn ihr auf Toilette müsst, dann jetzt 24 Zuschauer. Herzlich willkommen, falls neue dabei sind. Kommt drauf an, Anni, wie schnell das geht.
Aber ich schätze mal, das hier ist so ein Nischenkanal. Das kann ein Weilchen dauern. Wobei es andere Kanäle gibt, die haben 100.000 Abos und so. Ja, mal schauen. Ich mache das ja nur zum Spaß und zum Hobby erstmal. Hallo Dela, herzlich willkommen hier wieder bei uns. So, eigentlich könnte ich ja mal Glimpse wieder aktivieren. Habe ich gar nicht aktiviert. Es hat sich keiner von euch beschwert. Was ist denn da los mit euch? Es hat heute noch keiner sich beschwert, dass Glimpse nicht aktiv ist. Was ist denn das? So. Oh, Lee KD. Liebe Grüße aus Niederlande. Hi. Oh. Nice to have you here, Lee. I hope you subscribe my channel and give me a like. Thank you for watching. Danke fürs Zuschauen. Weiß nicht, ob du Deutsch verstehst. So, dann muss man hier nochmal reingehen. Hier und da und dort und hier. Da, hier, so, Live-Chat. Ich weiß gar nicht, wie lange die Kapelle hier spielt vom Rathausplatz, aber finde ich sehr chillig. Oder was sagt ihr? Das ist so schön hier. Hier gemütlich. Ah ja, ich verstehe, Lee. Ja, dann verstehst du ja zumindest, was ich sage, Lee. Ja, von wo aus den Niederlanden kommst du denn? Aus welcher Stadt? Ich muss mal kurz meine Nachrichten auch ein bisschen lesen, was da so los ist. Ach, sind heute wieder ein paar Abonnenten hinzugekommen. 534 Abonnenten habe ich jetzt. Schön. Was trinken muss ich auch. Karin, du hast mich nicht daran erinnert, dass ich trinken muss. Ich habe mir extra was gekauft. Aber ihr seht, ich erinnere mich schon selber dran. Ja, herzlichen Dank für alle, die mich heute neu abonniert haben, neu dazugekommen sind. Das freut mich. Alle, die den Stream jetzt erst gefunden haben oder später, schaut gern live weiter zu. Und wenn der Stream dann vorbei ist, könnt ihr im Nachhinein, ist der online. Und dann könnt ihr euch die Highlights nochmal ansehen, die ihr verpasst habt vielleicht. Scheinbar werde ich aus aller Welt sogar abonniert. Namen, die nicht mal aussprechen kann, abonnieren mich jetzt.
Was schreibt ihr Schönes? Amsterdam kennen. Hinterwerf. It's near Rotterdam. Ah ja, cool. Ja, nach Amsterdam soll ich schon. In die Niederlande möchte ich auch gern nochmal Urlaub machen. Demnächst. Hatten wir geplant, dann kam die Pandemie dazwischen und dann haben wir erstmal andere Sachen wieder gemacht. Ich war auch schon in Amsterdam. Amsterdam auch eine schöne Stadt. Aber ich würde mir gerne noch Rotterdam und andere Städte angucken. So, Foto. Den kleinen Jungen müssen wir nicht im Bild haben. So. Du warst mal bei Kai Pflaum in Amsterdam. Okay. Die Füße. Hast du jemals die Füße im Wasser? Jemals? Ja, natürlich habe ich manchmal die Füße am Wasser, aber jetzt gerade nicht. In diesem dreckigen Brunnen möchte ich meine Füße nicht reinhalten. Ich habe meine Füße eigentlich jeden Tag im Wasser, weil ich eigentlich jeden Tag dusche. Außer ich habe keine Duschmöglichkeit. So, Josef. Was denn? So, jetzt trinke ich mal einen Schluck. Das tut gut. Der Vanillelatte hat auch vorhin sehr geholfen, muss ich sagen. Der war sehr gut. Nur da war viel Eis drin. Das finde ich nicht so toll. Da bezahlt man nämlich ein Heidengeld dafür. Ich weiß gar nicht, irgendwas mit 70 Kronen habe ich dafür bezahlt. Für Wasser eigentlich, also für Eis. Ne? Finde ich eigentlich eine Unverschämtheit. Ist ja okay, wenn man ein Eis reinmacht, so ein großes. Aber doch nicht 5, 6, 7 Dinger. Sodass mehr als die Hälfte aus Eis besteht. Naja. Abzocke so ein bisschen, finde ich. Gut, was sagt ihr? Wollen wir zu Ackerbrügge gehen? Dem schönen modernen Viertel. Auf geht's. Soweit mich die Füße noch tragen heute. Heftig, ja, heftig, Anni. So, das war's dann für Blasmusik, glaube ich, für heute erstmal. Dann laufen wir jetzt Richtung Ackerbrügge im Trubel. Dann können Rico und Bies wieder ein bisschen was gucken vielleicht, was uns so entgegenkommt. Abzocke. Ja, ich weiß nicht, aber ist glaube ich woanders auch so, dass du da, wenn du bei Starbucks dir was holst, in anderen Ländern habe ich das auch schon erlebt, da donnern die so viel Eis rein. Ja, ein paar heiße Kanonen kannst du anschauen, mein lieber Beast. Hot Cannons. So, wir wollen jetzt hier nicht so sexistisch werden, glaube ich. Das gefällt bestimmt nicht den Damen hier im Chat und den Zuschauern. Aber ich hoffe, ihr versteht auch ein bisschen Spaß. Ne? Ein paar heiße Typen haben wir bestimmt auch gesehen unterwegs. Ich finde, da ist ja nichts Verwerfliches dran, das sozusagen. Oh, ist das voll hier. Ui, Ackerbrügge, seht ihr da hinten? Ich dachte, da sind ein paar weniger Menschen, aber nein, ich glaube, da sind auch viele Menschen. Oh, der arme Wauzi hier, dem ist warm, glaube ich.
Ich habe natürlich meine feinen Schuhe heute auch an, aber ich stelle fest, in denen läuft es ganz gut. Ich glaube, so viel bin ich in denen noch nie gelaufen. Die ziehe ich ja meistens nur zum 17. Mai an immer. Und dann laufe ich nicht so viel. Dann geht es bei uns halt im Ort meistens oder in die Stadt. Und das war's dann. So. Da sind wir wieder am Friedens-Nobelpreis-Center. Da waren wir ja schon mal. Und jetzt laufen wir Richtung Ackerbrücke. Und da sind wir scheinbar nicht die Einzigen, die da lang laufen. Da ist der Teufel los da vorne, habe ich das Gefühl. Eigentlich wollte ich ja noch gern zu diesem Boot. Hm? Wir können ja hier einen kleinen Schwenker über die Nationalgalerie, über das Museum machen. Das ist auch ein schönes neues Gebäude, finde ich. Da laufen vielleicht weniger Leute. Vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Hier wird auch schon wieder getrommelt, oder? Ja. Das finde ich schön, dass die Kapellen sich überall ein bisschen hinstellen an verschiedene Plätze und trommeln. Da kann man hier auch noch mal kurz zuschauen, ne? Das sind Trommler. Da kommt Trommel nochmal für uns. Ihr werdet live in Deutschland, Österreich und der Schweiz gesehen. Ich weiß, es ist warm. Nein, sie hören auf, glaube ich. Warte. Hier nochmal das Friedens-Nobelpreis-Center. Da war ich auch noch nicht drin, da wollte ich auch gerne mal rein. Das hatte mal geschlossen, wurde renoviert, als ich drin war, als ich hin wollte. Und hier ins Nationalmuseum möchte ich auch noch mal. Wird wohl noch mal ein Ausflug nach Oslo fällig, meine Lieben. Hier war ich nur mal im Geschäft hier vorne drin. Aber das Museum habe ich mir noch nicht angeschaut. Da möchte sicherlich meine Frau gern mit mir rein, deswegen hebe ich mir das für dann auf, wenn wir mal zusammen in Oslo sind. Hier nochmal das Nobelpreiscenter von der Seite. Und hier nochmal das Nationalmuseum. So. Hier geht. So, mal gucken, was ihr geschrieben habt. Alter Rico, hast du die Kanone gesehen? Ihr geht nicht in den Keller zum Lachen, das ist schön. Es gibt ja Leute, die sind da sehr empfindlich. Es freut mich, wenn ihr das nicht seid. Wenn ihr empfindlich seid, wenn ihr da so sehr empfindlich seid. So übertrieben empfindlich, wie ich finde. Dann könnte es sein, dass ihr hier falsch seid. Weil ab und zu mache ich auch mal einen Scherz. Mein Humor versteht auch nicht jeder. Oder mag nicht jeder. Aber so ist das. Man kann nicht jedem und allen gefallen. So, hier ist der Teufel los. Der Teufel ist hier los, meine lieben Freunde. Oh, die Ausgehschuhe. Ja, die Ausgehschuhe. Ich gehe selten aus. Ich mache mir auch nichts so draußen Anzug. Das habe ich nur mal zu Hochzeiten oder so an dann. Die Norweger machen sich da gerne öfters mal schick. So Leute, ich glaube jetzt kommen wir richtig in die Menschenmenge hier. Mein lieber Herr Gesangsverein. Was ist denn hier los? Boah. Mein lieber Herr Gesangsverein.
gucken, ob wir hier an der Seite besser rumkommen. Ich hoffe, das sind nicht zu viele Menschen, dass der Stream abkackt oder so. So, hier ist wohl richtig Party mit Mucke angesagt, Tremor, da vorne um die Ecke. Leute. Mal schauen, ob wir hier weiterkommen. Das ist ja der Hammer hier. Vielleicht die Nebenstraße ist genauso voll. Macht also keinen Sinn, da durchzukommen. Gut, die Idee hier haben alle Norweger und alle Osloer. Gehen wir mal auf Ackerbrücke. Ja, hier geht man aber auch hin, um zu sehen und gesehen werden, wie man so schön sagt. Oh, ich will nachher so eine Wurst hole. Die sahen gar nicht so schlecht aus, die Würstchen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich so laber bei dem Krach. Scheint Konzert mit Einlass zu sein. Oder Disco oder sowas. Party on, Leute. Der Kollege hat es eilig, dem folgen wir. Der sorgt dafür, dass wir hier durchkommen. So. Mein lieber Herr Gesangsverein, wusste ich gar nicht, dass hier so fest ist. Das erklärt aber auch, dass in der Stadt nicht so ein Gedränge war. Die Leute sind alle hier. Party auf dem Boot. So. Läuft denn der Stream gut oder hakelt's? 1 an den Chat, wenn es gut läuft, 2, wenn es hakelt. Hier kann man nochmal schön den Ausblick genießen, ihr Lieben. Und das sogar auf einer Bank. Mensch, das ist ja Wahnsinn. So, hier sind auch wieder so Saunen übrigens, mit denen man dann über den Oslofjord fahren kann. Und da ist ein Party-Segelboot. Ja, die Norweger machen heute keine halbe Party, die machen heute volle Party. Anni sagt 1. Da geht die Party ab auf dem Segelboot, kann ich euch sagen. Kiss and Sail. War nicht schlecht.
Da liegen sie alle, die Schiffchen und Bötchen. Obwohl viele sind auch schon rausgefahren scheinbar heute. Würde ich bei dem Wetter auch machen, wenn ich reich wäre und so ein Boot hätte. Da hinten seht ihr im Hintergrund die Acker Süßfestning. Da waren wir vorhin zu den Salutschüssen, der schon dabei war. Da, wo mir fast das Hirn weggeflogen ist. So, hier lichtet sich ein bisschen mit den Leuten. Das tummelt sich alles ein bisschen weiter da vorne, wo die Mucke ist. Da ist fast gar kein Durchkommen. Was haben wir hier? Werbung für den neuen Audi Q6 e-tron. Hier habt ihr einen QR-Code zum Abscannen, falls euch QR-Codes interessieren. Einmal QR-Coden. So, hier ist auch so eine berühmte Statue. Sehr bekanntes Motiv. Tipptopp. Ja, und ihr seht, hier sind viele Bänke am Wasser. Hier kann man sich sitzen und die Aussicht genießen. Also es ist echt ein schönes Viertel hier, finde ich. Hier gehe ich immer gern hin. Ich hoffe, der Gimbal macht seine Arbeit gut und es wackelt nicht zu sehr. Ich habe manchmal das Gefühl, der schwächelt ein bisschen. Aber da ich keine Beschwerden von euch gehört habe, scheint alles in Ordnung zu sein. So, also wir könnten es jetzt so machen, hier geradeaus auf der Hauptstraße in Anführungszeichen Meile weiterzulaufen. Oder wir kommen die Hauptmeile zurück. Wir biegen jetzt erstmal hier rechts ab und gehen durch das Ackerbrücke Viertel. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier durch. Da haben wir auch ein bisschen Schatten, also ich zumindest. War jetzt schon wieder eine Weile in der Sonne, man soll ja nicht so lange in der Sonne sein. Ich hätte vielleicht mein Mützchen mitnehmen sollen heute doch. So, Schatten, schön. Hier kann ich auch noch mal ein bisschen mehr den Chat lesen. So, hier haben auch einige Kneipen, Bars, Cafés, Restaurants offen. Hier gibt es wieder Eiscreme. Ihr seht, das ist alles hier so modernere Gebäude. Der Patrick oder so hat bestimmt mehr Infos hier zu diesem Viertel. Ich weiß nämlich nicht, in irgendeinem Jahr, ich glaube, das ist schon vor 10 Jahren oder so, haben die angefangen, das zu bauen. War es 2011? Ich weiß es nicht mehr. Da ist das irgendwie entstanden und ja, da sind wieder Rüss mit ihren roten Hosen. Abiturienten. Hier ein paar Frauen in ihrer Tracht, in ihrer Bünat. Und hier der Astronaut, der berühmte Kunstastronaut. Steht da hier eine Info zu ihm auch. Das ist der Spaceman. Pause drücken und lesen, wen es interessiert. Ja, gucken wir uns den Spaceman noch mal in voller Pracht an. Ne? Spaceman. Da, die Gasse haben sie schön geschmückt auch. Oben mit so Blümchen. Tippitoppi. Nein, nicht wirklich, okay? Dann vielleicht hat einer von euch Lust zu googeln und was in den Chat zu schreiben. Zu diesem Viertel Ackerbrücke. Muss aber nicht sein, nur wenn jemand Lust hat. Ein paar Zusatzinfos. Santiago Ledesma, thank you for the stream. I love my country Norway. Thank you for watching, Santiago. Please subscribe my channel. This would be nice. And thank you very much for watching.
You can leave a like if you want to. Ja, hier eine Wohnung zu haben, ist, glaube ich, nicht so günstig. Würde mich mal interessieren, was die Mieten hier so sind, ihr Lieben. Weiß nicht, wie du es schreibst. Ah ne, ich kann es dir sagen. A-K-E-R, ein Wort. Nächstes Wort B-R-Y-G-G-E. E wie Emil am Schluss. So, hier eine Wohnung haben mit direkt seinem Boot davor. Dann hast du es geschafft. Ihr seht gar nicht viele Boote da heute. Bei dem Wetter, wie gesagt. Es sind viele draußen, auf dem Wasser. Ja, hier würde sie vielleicht nochmal die Weitwinkelkamera anbieten. Na, schmeißen wir da etwa was ins Wasser? Das finde ich nicht so in Ordnung. So, wollen wir im Weitwinkel weiterlaufen? Ui, da gab es nochmal einen Salutschuss. Nö, nichts Bestimmtes. Nee, vielleicht so ein paar generelle Infos dazu. Wann wurde das denn angefangen zu bauen, dieses Viertel hier? Wie alt ist das? So, West-Ost, nächster Infopunkt 150 Meter, nächster Infopunkt 1650 Meter. Vielleicht steht ja sogar hier was darüber. So sah es hier nämlich 1967 und so noch aus. Today. Vielleicht steht ja hier was. Hier steht es, die Transformation vom Typholm, also jetzt eigentlich die Typholm heißt diese Nase, auf dem das Ganze gebaut ist, begann 2005. Es besteht aus 3 Sektionen, die durch Kanäle geteilt sind. Also ihr habt ja gesehen, wir sind gerade über eine Brücke gegangen und in den Kanal standen dann auch Boote. 1700 Leute arbeiten hier ungefähr. Verschiedene Architekten sind involviert gewesen, um das Museum, das Astrup Fearnley Museum, da war ich schon drin, das Seaf Hotel, die Parks, die Restaurants, Shops und andere kulturelle Features zu entwerfen. Hier gibt es einen Skulpturenpark und einen öffentlichen Badeplatz. Da kommen wir auch vorne ganz am Ende lang. Ja, Artisten, Künstler wie Damien Hirst und Puschwanger haben hier Ausstellungen. Hier gibt es auch so ein kostenloses Kunstausstellungsdingens. Da war ich auch schon mal drin. Ich schätze mal, das will es aber geschlossen haben. Ja, da haben wir doch hier schon ein paar Infos dazu gehabt. Also 2005 haben die angefangen quasi hier. Und vorher sah das hier noch alles ganz anders aus. Das hat sich zu einem der beliebtesten Viertel hier in Oslo, beliebtesten Viertel entwickelt. Hier ist so eine Kunstausstellung unten drin, aber die wird jetzt, denke ich mal, zu haben. Da waren sehr schöne Kunstsachen drin, da war ich mal drin vor einer Zeit, ich glaube vor einem Jahr. Ja, ist geschlossen jetzt. Gut. Da vorne gibt es dann auch so eine große Halle mit verschiedenen Aktivitätsmöglichkeiten, sportlich und so. Ich glaube auch klettern kann man da drin. Ich meine, das ist die Halle dort. Da hinten gibt es einen Stand. Ein paar Pseudopalmen stehen hier auch da.
trotzdem danke, Anni, falls du jetzt was rausgesucht hast. Oh, Wanderschnauze. Dich habe ich ja lange nicht mehr gelesen und gehört. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Herzlich willkommen im Livestream. Wir sind hier live beim Nationalfeiertag in Oslo in Norwegen. Wir haben schon einige Programmpunkte hinter uns. Party on, hier wird wieder eine Rüssekarte ausgeteilt. Hier ist Party on, Leute. Ich bin mal gespannt, was YouTube sagt zu der ganzen Musik im Nachhinein, aber es ist, wie es ist. Deswegen schaut jetzt noch schnell, solange der Stream läuft. Nicht, dass er gesperrt wird in Deutschland, Österreich und Schweiz. Man weiß es nicht. Ich hatte in einem schon mal nicht lizenzfreie Musik drin, der wurde dann in Russland gesperrt. Nur in Russland, keine Ahnung. So, für was stehen wir hier an? Oh, hier ist wieder die Paradies Gelateria. Da gibt es wieder lecker Eis. Ich bin ja auch eigentlich ein Eisfan. Ich würde mir da gerne ein Eis holen eigentlich. Aber ich habe keine Lust, eine Stunde einzustehen dafür. Da sagt mein Rücken nein. So, hier kann man teure Mode kaufen, das sage ich euch. Ich würde schätzen, das ist ein sehr teures Modegeschäft hier. Keine Preise stehen da dran, aber sieht mir teuer aus. Wird doch so sein hier in dem Viertel. Hier ist gerade ein bisschen Schatten wieder. Könnt ihr noch mal auf die Häuser gucken. Findet ihr den Bildausschnitt, so wie er jetzt ist, besser im Ultraweitwinkel oder soll ich wieder auf die normale Kamera gehen? Ich glaube, normale Kamera ist besser. Hier ist das Bild so ein bisschen fischaugenmäßig, oder? So. Ich habe die Kamera quasi in der Hand. Ich habe das Handy an, mit dem ich live streame, aber nicht direkt in der Hand, sondern über einen Gimbal, eine Halterung, einen Stabilisator. Und dann habe ich noch eine Powerbank in meiner Jackentasche, mit der ich den Stabilisator und das Handy lade. Weil sonst wären wir wahrscheinlich schon längst weg vom Fenster. So, hier seht ihr, geht über die nächste Brücke. Überall schön geschmückt. Ach, so eine Schleife würde ich mir fast gerne mitnehmen, aber sowas macht man nicht. So, jetzt stellt euch vor, ihr hättet da oben so ein Apartment. Der bekam auch von YouTube Ärger. Okay, wurde der gesperrt im Nachhinein, Anni, oder? Da drüben fährt ein großes Bötchen aus. Das kostet bestimmt ein paar Millionen Kronen. Und ein etwas kleineres kommt rein. So. Jetzt nähern wir uns, glaube ich, dem Museum. Genau, das ist hier links. Dann gehen wir geradeaus mal weiter. Beziehungsweise hier so halb rechts. Hier ist auch ein Parkhaus, das Typholm Parkhaus. Ich möchte nicht wissen, was hier die Stunde kostet. Okay. Das ist dann so, dass wahrscheinlich der Ton ausgestellt wird, dass der Ton verschwindet bei den Szenen. Das habe ich auch schon mal gesehen bei einem Stream.
dass die Szenen, wo Musik läuft, dann plötzlich stumm sind. Dann hört er halt auch nicht, was ich gesagt habe in dem Moment, aber das ist dann halt so. Macht ja dann eh nichts, wenn die Musik so laut ist. So, jetzt kommen wir hier vorne wieder gleich ans Ende des Holmens. Und da vorne ist dann der Badeplatz und man hat nochmal eine wunderbare Aussicht auf den Oslofjord. Überall Wohnungen hier. So, keiner sagt was zum Bildausschnitt. Ist der wie jetzt besser oder die normale Kamera? Weitwinkel oder normale Kamera? So, am liebsten würde ich mich jetzt auch auf so ein Bötchen setzen und rausfahren. Hätte ich eins. Habe ich aber leider nicht. Vielleicht irgendwann, wenn ich 1 Million Abonnenten habe. Das erlebe ich wahrscheinlich selber nicht mehr. Hier steht es, Anna, willkommen zum Tüfholm. Will du eine Flaske? Ja, eine Tumflaske. Vielen Dank. Vielen Dank. Dank. Hab dem mal meine Pfandflasche in die Hand gedrückt. Er hat gerade nach Pfandflaschen gewühlt. Ach, schaut mal da, was da vorbeifährt. Mir passt es so. Dem Dela auch. Okay, dann lassen wir es so. So, jetzt auch mal was für die Damen zu schauen hier. Willkommen zurück, Karin. Viele sind draußen mit ihrem Bötchen. So, da vorne ist der Badeplatz. Mal Blick in die Richtung. Rico genießt den Ausblick. Welchen auch immer er meint. In welcher Hinsicht. Ja, wir können uns ja gern hier gleich nochmal irgendwo ein Weilchen hinsetzen. Da oben eine Wohnung, ja, das wär's. Dann hätten wir es geschafft, Leute. Weil wenn wir uns so eine Wohnung leisten können, dann haben wir ein bisschen mehr Kohle auf dem Konto als jetzt wahrscheinlich. Zumindest der eine oder andere von uns. Ich zumindest. Ich weiß ja nicht, was auf eurem Konto so steht. Ja, hier ist der öffentliche Badeplatz, ihr Lieben. Ich glaube, der Patrick war schon länger im Hintergrund dabei. Aber man kann ja noch zurückspulen. Oh, hier sitzen die Rüss und sonnen sich und baden scheinbar. Einmal rein ins Wasser.
So. Wenn mir jemand 10.000 Euro spendet, gehe ich auch rein ins Wasser. Live im Stream. Dann drücke ich irgendjemand die Kamera in die Hand, der das filmt. War nur ein Scherz. Das mache ich nicht. Obwohl für 10.000 Euro würde ich mich dazu überwinden. Aber ich würde nur reingehen. Nicht springen. Und mich festhalten am Geländer. Fun Fact, ich bin nämlich nicht Schwimmer. So, die mit ihrem Partyboot, die fahren auch einfach nur immer in der Nähe entlang. Das ist eine schöne Pflanze hier. Wie die wohl heißt? Da lacht die Anni. Nö. Wieder ein bisschen Schatten jetzt hier. Habe ich einen Witz gemacht, Anni? Du lachst. Ich mache keine Witze. Das ist hier ein ernsthafter Stream. Wenn ihr lustig wollt, dann könnt ihr woanders hingehen. Ein bisschen Spaß. Ein bisschen schöne Sachen angucken, ein bisschen Information. Eine Mischung aus allem. Hier bei mir. Ja, hier geht's raus auf die Inseln. In diesem Ultraweitwinkel sieht man aber echt viel. Und hier ist auch nochmal ein Strand quasi. Da ist ein bisschen seichter rein, nicht so tief. Da würde ich auch so reingehen. Und da ist direkt das Museum. Da ist unter anderem eine halbe Kuh, eine aufgeschnittene Kuh hinter Glasscheibe zu sehen. Sehr spannend und interessant. Ich gucke mal da vorne nochmal. So. Ist nur hier das Baden erlaubt, woanders ist es verboten. Und nach 23 Uhr soll man keine Musik mehr spielen. Und Grillen ist nicht erlaubt und Alkoholkonsum auch nicht. Schön, wie das Wasser in der Sonne glitzert. Dann gehen wir jetzt hier am Museum lang. Willst du mich loswerden, Karin? Soll ich aufhören? Wenn ihr genug habt, höre ich auf. Einfach sagen. Kein Ding. Ich packe die Kamera gerne in den Rucksack und laufe ohne euch weiter. Ne, mal schauen, wie lange ich noch mache. Das kleine Häuschen, naja, so klein ist das gar nicht. Das sieht jetzt in der Ultraweitkamera gerade ein bisschen kleiner aus, finde ich. Und dieser Teil hier gehört ja auch noch dazu, dieser komplette Teil hier, an dem wir jetzt gerade schon lang laufen. Seht ihr, hier ist ein bisschen Kunst auch am Strand. Das ist ein Museum, ja. Meinen Füßen geht's gut und meinem Rücken auch relativ momentan. Das Schlimme ist stehen bleiben. Wenn ich lange stehe, vorhin am Schloss, deswegen, ich hätte natürlich gerne den ganzen Umzug euch vom Schloss aus gezeigt, aber das hätte ich auf keinen Fall durchgestanden. So, hier geht's rein in das Museum. Und das Museum erstreckt sich hier darüber auch noch. Und ich glaube, der Teil gehört auch noch dazu. Das ist eine interessante Säule hier. Ihr findet den Kameraausschnitt echt besser.
Ende ist offen, aber ich wollte eigentlich nach dem Konzert, hatte ich vorhin mal gesagt. Hier ist wieder ein bisschen Kunst. Ja, da sind mir zu viele Leute. Da kann ich mich jetzt mit der Kamera nicht hinstellen und ins Wasser. Das ist mir ein bisschen zu doof. Ich brauche auch kein Wasser an den Füßen. Meinen Füßen geht's gut. Wenn, dann wird mein Rücken das Problem. Aber solange ich gemütlich laufe, geht's eigentlich. Und wenn ich rumstehe, wird es langsam schmerzhaft. Und vor allem, wenn ich dann die Hände hochhalten muss, das war vorhin echt sehr unangenehm am Königlichen Schloss. Ihr seht überall die Brücken auch geschmückt mit den norwegischen Farben. So. Schauen wir hier nochmal. Da liegt ein Boot, das heißt Nordkap. Ah ne, das ist die Marke scheinbar. Hier kommt noch so eins. Das ist ein Nordkap Enduro 605 scheinbar. Ja, könnt ihr mich nicht mitnehmen. Auf dem Fjord ist bestimmt gerade angenehm mit der schönen Seeluft. Ackerbrücke hier, das Viertel. Da oben die Leute auf dem Balkon, die hier eine der schönen Wohnungen haben. Hier gibt es wieder über eine Brücke drüber. Da über eine andere Brücke. Ich glaube, über die sind wir eben gelaufen, genau, ja. So, vielleicht können wir hier vorne nochmal am Wasser gucken. Ihr Lieben. Kann man sich da irgendwo nochmal hinsetzen? Also so haben wir. Noch ein bisschen Toiletten. Da wollen wir jetzt nicht rein. Hier ist ein Skulpturpark. Vom 26.01. bis 19.05. ist die Leonhard Rickhart Ausstellung hier. So, was sagt ihr Leute? Habt ihr noch Bock? Wie geht's euch? Seid ihr noch am Start? Lasst gern ein Like da, eine Live-Reaction. Abonnieren nicht vergessen. Subscribe my channel. Thank you very much. Danke fürs Zuschauen bis hierher. Ja, was wollte ich sagen vorhin? So, hier stehen sie auch nochmal, also die Boote. Da hinten ist ein kleiner Leuchtturm mitten im Fjord. Was wollte ich sagen? Ja genau, nachher ist ja noch das kostenlose Konzert. Musik hatten wir jetzt eh schon genug hier im Stream, von daher ist das kein Problem, noch mehr Musik zu haben. Mit dem wir dann abschließen wollten. Wann war das denn? Wie viel Uhr? Schaue ich nochmal gerade nach, ihr Lieben. Nochmal in das Programm reinschauen, was ich mir notiert hatte. Festkonzert, 15:30 Uhr, also in 35 Minuten. Da müssen wir uns wohl jetzt sputen, um zur Festung zu kommen, ihr Lieben. Das müssten wir, glaube ich, noch schaffen bis dahin. Müssen wir jetzt hier den Holm wieder zurück, durchs Getümmel hindurch. Ja. Und dann chillen wir vielleicht noch mal, gucken, ob wir uns noch einen schönen Platz suchen können.
da wo das Konzert ist oder in der Nähe zumindest an der Festung. Und dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze für heute hier. Danach, also während des Konzerts, denke ich mal. Ich weiß ja nicht, wie lange das so dauern wird. Raus geht's. In the water. Ist das in Ordnung für euch, ihr Lieben? Verbindung ist auch noch in Ordnung. Bei mir steht als letzter Kommentar, da unten kannst du mit den Füßen ins Wasser. Mehr habe ich nicht mehr gelesen von euch. So, hier stehen wir an für Eis. Das ist schon krass, wo die Leute alle anstehen halt für Eis. Aber ich kann es verstehen, ich hätte auch gerne eins. So, jetzt könnt ihr noch ein paar Party-People sehen hier. Yeah, we just left the Gross straight ahead. So you're happy with it, but it's nice to walk there anyhow. Rico. Ja, Matze, super. Alles klasse, wunderbar, freut mich. Was sagt den anderen Leuten doch, dein Stream geht bald zu Ende, wenn du so lange stehen musst. Wieso denn? Wieso muss ich denn lange stehen? Ich laufe doch die ganze Zeit eigentlich. Hinsetzen müsste ich mich nochmal, glaube ich, bald. Vielleicht finden wir nochmal ein Bänkchen hier vorne jetzt gleich. Da waren wir ja vorhin schon. Also zumindest die Hälfte, dann sind wir abgebogen. Jetzt gehen wir die andere Hälfte, beziehungsweise die komplette Strecke zurück nochmal auf der Seite am Wasser. Oh, das blaue Boot da, das gefällt mir, das blaue. Das sieht stylisch, futuristisch und teuer und schön und schnell aus. Das hätte ich gern. Einmal das bitte zum Mitnehmen. Nein. Ach so. So teuer ist das? Ach nee, dann. Nee. Sorry, dann kann ich mir das nicht leisten. Entschuldigung. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Beim Eisholen meinst du, Karin? Ach so. Ja, die Restaurants und Cafés sind voll. Vielleicht bekommt ihr mit, wie manche Leute in die Kamera rufen. So. Da hinten seht ihr sie, die Akershus Festung. Da müssen wir wieder hin. Zum Konzert. So, hier sind wir vorhin links abgebogen. Renn mich nicht um, das war knapp. Sehr chill, die chillen hier gut, die Leute. Jetzt sind wir wieder am Audi e-tron, der neue Audi e-tron Q6. Was hat er denn da für ein Miniboot? Seht ihr das? Seht ihr das? Der sich da mit dem Hand am anderen Boot festhält.
ist doch ein kleines Boot, in dem der sitzt. Ist das geil oder ist das lustig? Kann ich denn da mal reinzoomen? Er da. Lustig. Ist das ein Tretboot? Lustig. So. Fünf Stunden, 8 Minuten streame ich schon, Leute. Das ist lang. Das ist lang. Ich sag mal, da habt ihr aber einen ordentlichen Eindruck von Oslo am Nationalfeiertag bekommen heute. Ich auch. So, jetzt ist hier wieder Party, Party, Party. So, habt ihr noch was Schönes geschrieben? Am Icewind Blue, genau. Oh, ein Feini. Das sieht gut aus, wenn du da so vorbeischlängelst, okay? Interessant. Alensa Rodriguez. I hope I spoke it right now. Gratulera Norway. Congratulations. Gratulera med dagen. Yes. Thank you very much. And welcome to my stream. I hope you enjoy it. Please leave a subscribe
and the like. Thank you very much. Bratwurst, ja, mit Schinken drum gewickelt, mit Speck drum gewickelt. So, meine Beine sagen jetzt auch so ein bisschen, also meine Füße meine ich. Matze, du bist viel gelaufen heute. Ich bin mal gespannt, wie viele Kilometer ich gelaufen bin. Mein Handy zählt das ja. Die Schritte und Kilometer. Wird heute wieder ein guter Tag sein. Habe ich mein Pensum wieder erreicht. So. Gelb-Rot gibt alles. Was bezieht sich das? Die sollten mal andere Regelungen finden für Musik, die solchen Livestreams begegnen. Das ist was anderes, als ob man es selber unterlegt. Ja, da hast du vollkommen recht, Patrick. Und das hört man ja eigentlich auch raus, dass das Musik ist, die da irgendwo läuft. Und das ist ja dann auch nichts irgendwie, also das ist ja eigentlich Blödsinn, das zu sperren. Da stimme ich dir vollkommen zu, Patrick. Ist ja nicht so, dass ich jetzt einfach Musikstücke von Künstlern gratis auf meinem Kanal zur Verfügung stellen würde, sondern das ist Musik, die hier in einem Livestream leider im Hintergrund dann erscheint. Manchmal natürlich auch im Vordergrund, weil sie sehr laut ist, so wie jetzt eben, denke ich mal. Aber man hört ja, dass es nicht das originale Musikstück ist und ich laber auch drüber und man hat Hintergrundgeräusche und andere Geräusche meistens drüber und dabei. Von daher ist es ja auch gar keine gute Qualität, dass man das sich dann irgendwie zusammenschneiden könnte, wie damals, wo man noch MP3s schwarz im Internet runtergeladen hat. So in der Art. Ich glaube nicht, dass den Künstlern dadurch irgendwie Verluste entstehen würden, aber gut, so ist das. Wir können es nicht ändern, wir müssen uns an diese Regeln halten. Puh. So. Ich glaube, wir müssen jetzt viel... Ach, hier ist geöffnet jetzt. Die Absperrung ist ja offen jetzt. Oh. Dann nochmal das Rathaus, ihr Lieben. Jetzt sind wir schon wieder an der Festung fast. Wie viel Uhr haben wir jetzt? 15:09 Uhr. In 20 Minuten circa beginnt das Konzert. So, und was ich die nächsten Tage geplant habe, kann ich euch leider noch nicht sagen, ihr Lieben, weil ich noch nicht geplant habe. Ich werde morgen jedenfalls erstmal länger schlafen und heute Abend auch einen ruhigen machen. Und dann werdet ihr sehen, wenn ich wieder einen Stream starte. Ich glaube, bis 11 Uhr muss ich auschecken, also vor 11 Uhr. Wird morgen nichts passieren, denke ich mal. Beziehungsweise bis kurz vor 11 oder so. Ich werde so lange wie möglich pennen, duschen, einpacken, zusammenpacken, auschecken. Und dann schauen wir mal, wo die Reise weiterhin geht. Ich habe da 1, 2 Optionen. Hier muss ich nochmal abchecken. Auf jeden Fall wird es dann, denke ich mal, wieder Autofahrt ein bisschen werden erstmal. Kann auch sein, dass wir noch morgen noch mal was in Oslo machen, bevor wir Oslo verlassen. Auf der Weiterfahrt, das könnte sogar sehr gut sein. Vielleicht gehen wir noch mal in den Vigilance Skulpturenpark. Das hatten sich, glaube ich, auch einige gewünscht. So, da oben ist auch Palion. Da ist die Red Bull Bühne. Gute Zeit zum Anfang mit Stream, ja, okay. Wie sieht's denn aus, ihr Anwesenden? Habt ihr Bock, dass ich morgen noch mal durch den Vigilance Park gehe? Heute werde ich das nicht mehr machen, sonst bin ich morgen komplett schlagkaputt.
Da würde ich dann morgen mit dem Auto hinfahren. Ich denke mal, da kann man irgendwo parken. Das sollte gehen. Habe ich schon mal gemacht. Und vielleicht dann nochmal, vielleicht nehme ich auch nochmal den, da ist so ein Turm, den hatte ich mir rausgesucht, den ich gerne mal anschauen würde. Das sind auch alles Sachen, die so mit den, also der Vigelandspark ist sicherlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar, aber dieser Turm, und dann ist noch ein anderer Skulpturenpark, den ich mir auch gerne mal anschauen würde. Aber da würde ich da mit dem Auto, denke ich mal, hinfahren. Wenn euch das interessiert, würde ich dann davon streamen. Wenn ihr Lust und Böcke habt. Ja, und dann schauen wir, wo uns der Weg weiterhin führt. Das werde ich dann heute Abend mal in Ruhe planen. Gestern war es schon wieder spät, war ich noch einkaufen. Eigentlich wollte ich dann das Auto waschen, aber an der Autowaschanlage standen dauernd Autos davor. Ich habe direkt eine vom Campingplatz, habe ich festgestellt. Die ist auch nicht so teuer wie die 420 Kronen bürstenlose Wäsche, sondern die kostet ungefähr das gleiche wie bei mir zu Hause, um die 250 Kronen. Und vielleicht kann ich da heute Abend noch mal reinfahren, vielleicht ist da weniger los, ich weiß es nicht. Die Norweger waschen gerne ihr Auto vor dem 17. Mai. Und deswegen war da die Hölle los gestern. Oh, hier staubt es. Oh, hier staubt es total, weil hier so viele Leute langlaufen. So, Rico schweigt und genießt, glaube ich. Beast auch. Seid ihr noch am Start? Klingt gut, sagt die Anni. Die anderen haben keine Meinung. Aber ich würde das auch nur für die Anni machen. So. Hier sind jetzt irgendwie genauere Kontrollen vom Militär scheinbar. Ich glaube, die wollen keine Büchsen hier rein haben. Scheinbar. Schauen wir mal. Ich hoffe, sie haben nichts gegen meinen Stream. Nö, das war kein Problem scheinbar. Getränkebüchsen und so mochten sie scheinbar nicht. Da wollten sie die vor eben gerade ausgeschüttet haben von den anderen. Ich habe aber auch meine Flasche am Rucksack, da haben sie nichts gesagt. Ist in Ordnung für mich. Ich brauche mein Getränk. Vielleicht ja, hier hat auch eine Flasche. Es geht wahrscheinlich nur um offene Getränke, schätze ich mal. Nicht, dass die da rumgeschüttet werden oder so. Oder vielleicht waren es auch alkoholische Getränke, das kann natürlich sein. Alkohol ist hier verboten, genau. So. Hier müsste das Konzert dann jetzt bald stattfinden. Hier scheint mir richtig zu sein, wie ich der Menschenmenge entnehmen kann. Mal gucken, ob ich mir irgendwo an der Seite einen ruhigen, Anführungszeichen ruhigen. Ich schätze mal, das wird eher so ein Kapellenkonzert, also nicht hier so mit kommerziellen Hits. Ja klar, sagt der Rico. So. Irgendwo ein schattiges Plätzchen wäre jetzt schön. Oh. Ich glaube, hier gibt es Würstchen irgendwo. Das ist wieder so fein hier. Da spielt ein Korps für uns wieder. Da liegen wir wieder locker. Schatten.
Hey Sanja, du bist auch da. Schön. Gerade erst zugeschaltet. Chillig hier im Park. Oh, der Kollege hat auch ein Röckchen an. Gut, jetzt spielen sie nicht mehr, wo ich komme. Extra, damit ich keine Sperre im Livestream gibt. Schön, dass du da bist, Sanja. So. Das ist auch ein bisschen Kunst. Lädt fast zum Raufsetzen ein. Ich glaube aber, das ist nicht erwünscht. Da vorne ist noch ein anderes Kunstskulptürchen. Das können wir uns auch noch mal gerade anschauen. Schaust schon ein paar Minuten. Schön. Die Highlights hast du wohl schon verpasst. Aber kannst du dir ja nachträglich anschauen. Insofern der Stream nicht gesperrt wird wegen der vielen Musik. So, dieses Kunstwerk nennt sich Stickman. Stockmann. Wir können uns ja den Teil der Festung noch mal angucken, bis das Konzert losgeht. Da waren wir vorhin nicht. Ich glaube, ich mache gleich noch mal ein kleines Päuschen vom Gelaufe. Da ist der andere Ausgang, da geht es wieder rüber Richtung der Oper. Hier stehen normalerweise Wachposten drin. Sanja. So, hier ist noch keine schöne Bepflanzung. Hier sind immer normalerweise schöne Blumen, haben sie aber noch nicht bepflanzt scheinbar. So, die Festungsmauern sind steil. Passten sie auf ihre Kinder auf. Der Blick runter ist nicht so spannend. Aber da vorne ist sicherlich nochmal nett. Da hat man, glaube ich, wieder schöne Aussicht auf den Fjord. Manchmal werden die Salutschüsse auch von da abgegeben. Ich glaube, das ist der Südwall. Und vorhin um 12 Uhr, Sanja, hast du verpasst, waren Salutschüsse, da wurde mir das Gehirn durchgepustet und das Trommelfell ist mir geplatzt. Da hatten wir die Salutschüsse um 12 und ich stand direkt ganz vorne. Näher dürfte man nicht. Hätte ich gewusst, dass das so scheppert, du. Mein lieber Herr Gesangsdenn da aus. Die Fähre fährt raus. Da hinten fährt die Fähre raus. Let's have a look, oder? Und hier steht nochmal das Kriegsschiff. Wie heißt das denn? Björnøya. Kann ja vielleicht einer googeln, wen es interessiert, was das für ein Kriegsschiffchen ist. Die Björnøya. Hier stehen auch mal ein paar Geschütze. Gucken.
Küstenwacht scheinbar, die Björnöyer. Steht zumindest Küstwacht dran. Warst du noch an Arbeit? Ja stimmt, heute ist ja kein Feiertag. Nur hier in Norwegen. Oh, hier geht's steil runter, Leute. Jetzt ein Bierchen trinken hier auf dem Küstenwachenschiff. Würde ich auch machen. Ja, da hinten fährt sie raus, die Fähre. Die DSDF oder so, wie sie heißt. Vielleicht weiß einer von euch, wo sie hinfährt. Kopenhagen vielleicht? I don't know. Oh, vielleicht gibt es hier vorne noch irgendwo ein schattiges Plätzchen. Da bei den Bäumchen sind noch Bänke. Nicht die auch schon ansteuern gerade. Das sind 2, dürfen eine für mich frei bleiben. Ja, und dem König vom Schloss heute Morgen nach 10 Uhr hast du auch verpasst, liebe Sanja. Aber kannst jetzt zurückspulen. Ach. So, ich muss was trinken, Karin. Du hast mich nicht ans Trinken erinnert. Sitzen. Ich sag's euch, Sitzen ist eine gute Sache, eine gute Erfindung. Ja, das ist hier der Festungspark quasi, ein Festungswall. I mean, I'm talking like as in like her father used to work for Anheuser-Busch, U.S. Oh, it's really good. So. Stream läuft scheinbar sehr gut alles. Kurzes Verschnaufpäuschen für Matze, ihr Lieben. Geht auf die Pipilette, holt euch was zu trinken oder macht was zu essen, schmeißt den Geschirrspüler an, geht die Hühner füttern, lasst den Hund kurz pinkeln. Whatever, was noch erledigt werden muss. In 6 Minuten beginnt das Konzert schon. Ich denke, wir werden es auch von hier aus hören. Zwei Feinis hier. Hat Durst. Ich check mal meine Nachrichten. That's my phone. I was just at 150 students, so that was plenty. And then we also coached. So. Ordentlich an Daten schon verbraucht heute. Ja, bei dir regnet's. Nein, hier ist wunderbares Wetter. Fast zu warm, finde ich. Oh,
Oh, ich habe eine Spende erhalten, sehe ich. Jemand hat gespendet. Ich weiß nicht, ob dieserjenige namentlich erwähnt werden möchte. Aber derjenige hat mir 10 € gespendet und ich bedanke mich dafür. Vielen herzlichen Dank. Danke, danke, danke. Puh. Heute Abend brauche ich auf jeden Fall eine gute Dusche. Listen, don't talk about it. I would have drank it if they were there. She would have been fine. We're getting the pepper spray ready. Ja, das war die Karin. Die Karin hat mir eine Spende hinterlassen. Vielen, vielen Dank, Karin. Das ist sehr nett von dir. Das Datenvolumen für die nächsten Streams ist so langsam gesichert. So. It's gonna be the best. Oh, that should be. Jetzt sollte das Konzert gleich in einem Minütchen anfangen. Von daher würde ich sagen, schwadronieren wir doch mal langsam darüber wieder. Die paar Meter. So. Die Ruhe vor dem Sturm scheinbar hier, ha? Ist echt sehr ruhig. Gerade. So. Ich soll mich langlegen. Nee, Karin. Liegen will ich jetzt nicht. Sitzen ist besser als liegen. Ich glaube, das Bett in der Hütte, in der ich bin, war nicht so toll. Da war mein Tesla-Bett fast besser oder ist besser. So. Jetzt müsste es ja losgehen, ne? Ein hübscher Hund da vorne, finde ich. And he was a police officer for like a kindergarten, like a small child, like for a small.
Schick hier. Ja, ich glaube, der Kollege Buffer, wirklich Buffert. Schlechte Verbindung. Ich glaube, es passiert was da vorne. Schreibt eine 1 in den Chat, wenn es wieder läuft, bitte. Bufferts, Leute. Wie schaut's aus? Sind wir online? Chat scheint zumindest zu laufen. Jetzt geht's los. Die Verbindung ist nicht spitzenmäßig, aber ganz okay. Was sagt ihr? Og sist, men ikke minst, Anna Sverre Jensen. Veldig bra. Bak meg sitter Oslo Symfoniorkester. De er fantastisk dyktige til å spille. De har vært på festkonsert siden 1993, og de har en dirigent og kunstnerisk leder som heter Jan Ola Amundsen. De har vi her. Og som jeg lurer på om enkelte har fått med seg, dukker også Daniel Kvammen opp, som skal fremføre 3 av sine egne låter. Og han får bistand en som heter Helge Berg Pedersen fra Edvard Munch videregående skole på piano. Det må vi klappe for. Vielleicht so, da hat man einen Überblick über die Leute und das Konzert. Vielleicht machen wir die normale Kamera dafür. Hier ist mich so ein bisschen Schatten auch für mich. Nee, aber spielt nicht. Bisher habe ich keinen Namen gehört, der mir bekannt vorkommt, aber ich glaube, ich kenne die norwegischen Künstler auch alle nicht so. Ja, jetzt geht's los. Auf jeden Fall kann ich hier nicht lange stehen bleiben. Das ist nicht gut für meinen Rücken, aber ein bisschen. Da schwimmt ein Fischlein, das ist bestimmt was für den Patrick. Ein Koi oder so, schätze ich mal, ich sehe es gerade so schlecht. Mit der Kamera sieht man es vielleicht besser.
Koi-Karpfen, genau, Patrick. Herzlich willkommen zum Konzert. Tusen takk til Oslo Symfoniorkester, som spilte Festivity av Ingebjørg Wilhelmsen, som er komponert under helt spesiell anledning. Ja, for i år det nemlig orkesteråret, hvor vi feirer 50 år med fellesskap og musikkglede. Og ja, jeg tror vi alle kan være enige om at dette her var en utrolig fin start på konserten. Dette kan bare bli bedre. Es kann nur besser werden. Dette en veldig lovende start, og vi kan absolutt garantere dere flere fine musikalske opplevelser her i dag. Det spørsmålet vi introduserer selv. Ja, vi tre ansatte fra Dagavina på Happiness videregående skole. Alles top. Seid ihr zufrieden? Og mitt navn Gloria. Og vi utrolig glade for å kunne være deres konferansierer her i dag. Og programmelinja litt klart en oppvarmingslek. Ja, vi må ha til oppvarmingslek før vi setter i gang. Ja, dere klare? Ok. 3 ting du har på pølsa di. Ketchup, sennep og løk. Ja. 3 ting du spiser på 17. mai. Egg, is og spekmat. Ja. 3 ting orkestret. Ja, det gøy. Ok. Jeg klarer. 3 ting dere egentlig har lyst til å spille i dag. Men dere må også være med publikum, ikke sant? Ja, og dere svarer, ok? 3 ting dere skal gjøre i dag på 17. mai. Ok. 3 ting som beskriver den neste opptreden vi skal få se her nå. Fabelaktig. Stort. Og tekstbildet. Ja, men dere, nå skal vi få høre en opptreden fra en person som har vunnet NM i solistklassen flere ganger. Og han har konkurrert internasjonalt. Han spiller trekkspill og skikkelig god. Oskar Stensrud går i Akkordeonspieler wohl jetzt. Sammen med han kommer Helge Berg Pedersen, som skal spille piano. Han går i 3. klasse på musikklinja på Edvard Munch. Piano. Og på Norges Musikkhøgskole. Sitt talentutviklingsprogram, og det ganske imponerende. Og han elsker jazz. Ja, de skal spille tango for 33, skrevet av Anders Grøte, men egen tekstspillingsomskrivning for å få fram tekstspillet sin fulle sjarm. Ta godt imot Oskar og Helge. Er hat scheinbar Fenster, Oskar.
lang genug gestanden. For noen smektende tangotoner fra Oscar. Det var helt magisk å høre på. Ja. Neste person som skal opptre nå, er en suveren sanger. Han liker å fluefiske, elsker å stå på ski, men mest når det går nedover. Det han liker best av alt, er å synge. Ja, han har sunget i Sølvguttene siden han var 6 år, og han har holdt det gående helt til nå. Han liker å reise rundt og se andre folk opptre, men i dag, folkens, er vi så heldige å få se han opptre. Han skal synge Eit syn av Edvard Grieg, og han får med seg Oslo Symfoniorkester. Ta godt imot Gustav Stephen Francis George. Reicht. Ja, wir gehen gleich weiter. Kann aber mal gucken, vielleicht singt er ja ganz gut. Med fjordevær som jeg skulle drømme. Jeg så meg så selig vintersnøve. Jeg aldri det skjeve til deg. Ja, der hat eine gute Stimme. Som nagelad jeg stod og rødna, som blodet gikk for øynene mitt som lunder. Jeg så det. Ja, die kündigen den nächsten Act an quasi. Jeg syr henne høst når jeg lunder. So, ihr Lieben. Hieß ich hat nur Westerwald verstanden. Nee, die erzählen, wer da so auftritt, die Moderatoren natürlich. Frag mich jetzt aber nicht, wie die heißen. Das sind teilweise Leute, wohl die irgendwo junge Leute halt, Nachwuchstalente aus Musikschule oder so. Ja. Da hinten läuft ein bisschen andere Musik an der Red Bull Bühne, wie ihr hört.
Lustig. Wie sich die Leute hier sogar entschuldigen, dass sie einem vor die Kamera gelaufen sind. So. Kann man hier auch durchgehen. Schauen wir mal. Hier waren wir vorhin, da waren die Pferdchen. Ja, hier kann man auch durchgehen. Da wird geschaukelt. So, ihr Lieben. Kurzer Eindruck von dem Konzert dort. Und jetzt nähern wir uns so langsam dem Abschluss für heute, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob es euch noch interessiert, da ich euch mitnehme zur T-Bahn. Ich muss gleich mal raussuchen, überhaupt erstmal, wie ich wieder zurückkomme. Ich hoffe, ihr hattet Spaß soweit heute. Ja, lustige Schaukelmöglichkeiten hier. Schön gemacht da. So, seid ihr noch da? Seid ihr noch am Start? Hallo, hallo. Die Musik ist vorbei. Und die Verbindung schwankt ein bisschen, aber scheint gut zu sein. Ich setze mich gerade noch mal hier hin und trinke noch mal was und schaukel ein bisschen. Nehme euch mit auf die Schaukel. Schaukeln wir mal ein bisschen zusammen. So, stellt euch hier, setzt euch mal hier hin. Dann können wir jetzt hier zusammen schaukeln. Fallt mir aber nicht runter. Ich trinke mal einen Schluck. Seid ihr noch da? Lasst mir gerne ein Like da. Subscribe my channel. Lasst mir gerne ein Abo da. Das würde mich sehr freuen. Kostet nichts. Sitzen noch ein bisschen hier auf der Hollywood-Schaukel gerade. So, meine Frage an euch wäre jetzt, ich suche mir jetzt gleich raus, wie ich zurückkomme. Aber interessiert es euch, dass ich euch mitnehme auf dem Rückweg? Also, ich gehe dann jetzt von hier wahrscheinlich zum Nationaltheater oder irgendwo irgendeine Station. Der Anni wird schlecht. Okay, sorry. Ich will nicht, dass die Anni kotzt. Ja, wie gesagt, ich würde dann jetzt gleich zurück zur Unterkunft fahren. Interessiert es euch, dass ich euch noch mitnehme zur Station? Oder wollen wir jetzt hier aufhören für heute? Dann würden wir wahrscheinlich noch ein bisschen durch Menschen laufen. Oder interessiert es euch, dass ich euch sogar mitnehme in der Bahn, aber da weiß ich natürlich nicht, ob da Empfang ist, inwieweit da Empfang ist. Du würdest gern T-Bahn fahren, Karin? Ja, okay. Noch jemand, der mitfahren möchte, T-Bahn oder lieber nicht? Ich würde mich dann, denke ich mal, im Bahnhof aber schon von euch verabschieden. Und wir würden dann einfach nur die T-Bahnfahrt in Ruhe machen. Ohne dass ich viel laber und so. Weil ich weiß nicht, ob man das dann überhaupt hört, wenn dann der Empfang vielleicht schlecht ist in den Tunneln und so im Untergrund. Und ja, nach der T-Bahnfahrt auf jeden Fall ist dann Ende. Karin wird gern T-Bahn fahren. Rico auch, okay. Ich hoffe, es ist nicht so voll in der T-Bahn jetzt. T-Bahn, dass ich stehen muss. Ja, gerne mitnehmen, okay. Dann mache ich das, wenn ihr das wünscht.
laufen wir jetzt gleich mal durch die Menschenmenge und dann gucken wir mal, wo wir durch die Menschenmenge laufen. Muss ich mal die App öffnen und schauen von meiner Position zurück. Campingplatz. Mit dem Fahrrad könnte ich fahren, würde 46 Minuten dauern. Ja gut, die Bahn könnt ihr euch nicht aussuchen, dann nehmen wir die, die ich nehmen muss. Und das ist wohl die 2 oder die 1. Die 2. So. Ich muss erst mal 11 Minuten laufen scheinbar. Wir müssen zum Sturtinge laufen oder zum Nationaltheater. Da können wir in die T-Bahn einsteigen, in die T2 Richtung Westen. Bis nach Röhr. Gut, dann laufen wir Richtung Sturtinge und oder Nationaltheater. Mal gucken. Ich weiß gar nicht, wo die Haltestelle Sturtinge ist. Ich denke mal, werde ich finden. Ich will einfach nur hier quer rüber gehen, so wie ich das sehe. Rico möchte mit, Sanja möchte mit, Kari möchte mit und ich glaube Anni ja, möchte auch, wenn ich möchte. Ah, so. Alter Mann. So. Dann geht's weiter. Ihr müsst euch alle noch ein Ticket kaufen, bitte. Dafür müsst ihr euch die Rüter-App runterladen und ein Tagesticket oder eine Einzelfahrkarte kaufen. Ne? Nicht schwarz fahren, bitte. Die Tesla-Crew ist im Haus. Hey. Schönen Dank, dass ihr zuschaut, Steven und Chris. Per E-Roller perfekt zu erkunden. Ja, stimmt. Aber per E-Roller kann ich leider nicht hier rumdüsen heute. Hier so ein Leihfahrrad wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Schön vorne das Handy angebracht. Nächstes Mal dann. Ja, alles fit bei euch, Steven und Chris. Bei mir ist heute, gestern schon das Update angekommen, aber ich habe es noch nicht runtergeladen. So, hier nochmal ein Blick auf den schönen Platz. Hier ist das Café Skansen, auch sehr hübsch. So, ich hoffe, ich laufe in die richtige Richtung. Mal gucken, ob mich mein Gefühl trügt. Wenn nicht, Oslo ist nicht so groß. Da vorne wird auch schon wieder musiziert. Ah ja, ist noch nicht bei euch in Sicht, okay. Ja, habt ihr gerade eingeschaltet, Steven und Chris, oder seid ihr schon länger dabei im Hintergrund? Wir haben heute hier den Nationalfeiertag uns reingezogen. Die großen Feierlichkeiten. Wir waren am Schloss mit dem König, der uns vom Balkon begrüßt hat. Ich
Ich habe mir das Gehirn wegblasen lassen beim Salutschüssen an der Festung. Vibriert jetzt noch der Kopf. Ja, was haben wir noch erlebt? Vieles mehr. Oh. Ah ja, am Schloss war der Ball, cool. Da warte ich auch schon bei bestem Wetter, ja. Ja, und danach habt ihr mich auch besucht. Irgendwann, ne war? War doch danach. Vielleicht führt euch ja der Weg nochmal irgendwann nach Oslo, beziehungsweise Norwegen. Vielleicht können wir uns ja irgendwann nochmal treffen. So, ist das Stortinget? Jetzt bin ich gerade unsicher. So, wer schaut denn da oben alles vom Balkon? Das sieht nach exklusiver Gesellschaft aus, oder? Was meint ihr? Ja, da müsst ihr dann wohl mal in der dunklen Jahreszeit vorbeischauen. Da müsst ihr aber am besten nach Tromsø oder so, damit ihr mehr Sicherheit habt, auch Polarlichter sehen zu können. So. Ich glaube, die Station ist da, wenn ich es richtig gesehen habe. Ein letzter Blick in die Karl Johann, die jetzt inzwischen nicht mehr so voll ist wie vorhin noch. Da hinten seht ihr das königliche Schloss im Hintergrund. Da oben hat alles angefangen heute, der Stream. Vor 6 Stunden und 9 Minuten. So, ich meine, hier geht's runter. Ja, genau. Stortinget. Eingang. Das ist richtig, die Tesla-Crew. Aber doch nicht auf der Straße, die ist ja geräumt. So. Man fährt in die 2, ich glaube nach Österås kann es stimmen. Müssen wir mal gucken, ob das stimmt. Jetzt bin ich gespannt, ob die Verbindung überhaupt hält hier. Falls es komplett abbrechen sollte irgendwann, dann sage ich schon mal Tschüss, ne? Weil dann werde ich den Stream nicht wieder neu starten, ihr Lieben. Richtung Österås muss ich fahren, okay.
bis nach Röhr. Ein bisschen Reklame. Kaufen Sie ein. Ja, Patrick, das mag sein, dass du das hattest in Südbayern, aber wie oft hast du das gehabt in Südbayern in den letzten Jahren? Wann hast du das letzte Mal Polarlicht in Südbayern gehabt? Ich meine, die Tesla-Crew kann natürlich warten. So, in 2 Minuten soll sie fahren auf Track Nummer 2. Da müssen wir uns mal beeilen. Ost, ich glaube, wir müssen die Track. Richtung West war das, oder? Ja, 2 West. Ich meine, da müssen wir ran. Nein, das ist nicht das gleiche wie in Norwegen. So, meint ihr, wir kriegen die Bahn noch, die in 2 Minuten fahren soll? So. 1989, Patrick, ja. Ich weiß nicht, ob die Tesla-Crew so lange warten will auf die nächste Gelegenheit, aber sie haben ja welche gesehen. Aber das stimmt auch schon, in Norwegen ist das was anderes, finde ich auch, ja. So, wann kommt denn die nächste? Jetzt kommt eine 1 und eine 5. Jetzt habe ich wahrscheinlich die 2 gerade verpasst. Da kommt die 5. So. Hi, Chef. Sitzen ist gut. Norddeutschland ist auch noch ein bisschen häufiger, ja. Aber in Nordnorwegen ist es am allerhäufigsten. Zumindest was hier Europa betrifft, würde ich mal sagen. Auf Svalbard ist natürlich oft auch Nordlicht. Svalbard möchte ich auch gerne mal. So, ich hoffe, wir stehen hier richtig, beziehungsweise ich sitze ja. Die Verbindung scheint gut zu sein hier unten, oder? So, das kommt da. Naja, wir warten auf die nächste 2. Ich glaube, die hatten wir eben direkt verpasst. Da kommt die 3 eingefahren. So, ihr Lieben, habt ihr vielleicht noch irgendwelche Fragen, Wünsche, Anregungen, Kritik? Dann haut jetzt raus. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Zeit, während wir auf die nächste 2 warten und ich hier sitze. So, ich sag schon mal Tschüss, auf jeden Fall verabschiede mich jetzt schon mal, falls der Stream dann abbricht, wenn wir hier fahren. Ich danke euch allen sehr herzlich fürs Zuschauen. Bleibt gerne noch dran jetzt, ihr müsst jetzt nicht raus. Für die, die die Bahnfahrt zumindest interessiert.
War ein schöner Tag wieder. War echt schön in Oslo. War toll, das mal zu erleben hier, den 17. Mai in Oslo. Mega klasse. Ich muss mir das Ganze selber nochmal im Stream im Nachhinein anschauen. Was kommt jetzt für eine Bahn? Ist das die 2? Jawohl, jetzt kommt die 2. Da kommt unsere Bahn. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Lasst mir ein Abo da. Bitte ein Like. Drückt nochmal fleißig auf die Live-Reactions. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in einer der nächsten Streams. Und jetzt fahren wir noch ein bisschen Bahn. Och de hade jag från ja, jag vet. Ich glaube, ich setze mich. Sehr gerne, ihr Lieben. Es war mir eine Freude mit euch. Gerne, gerne, Rico. Sehr gerne, Sanja, sehr gerne, Anni. Einsteigen bitte, zurückbleiben bitte. So, nichts zu sehen jetzt hier draußen, dunkle Nacht, Tunnel. So, ich denke dran, was zu trinken. Auch wenn die Karin schon scheinbar nicht mehr dabei ist. Da sind noch Plätze frei, setzt euch, Leute. So. Nochmal meine Fresse. Oh, Steffi ist auch da. Schön, das freut mich. Schön, dass du auch dabei bist. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Auch wenn ich jetzt verschwitzt bin. Und dringend eine Dusche brauche. Und dann schauen wir mal, wer von euch morgen wieder dabei ist. Wenn es weitergeht, so jetzt glaube ich, wird es voller. Oh, ein Feini. Ich glaube, der hat es warm. Jetzt sind wir am Nationaltheater. Hier wollen bestimmt viele Leute zusteigen. My feet are still okay and my back also. Ja. Klingen ja meistens ähnlich die Züge, ne? Norwegen, stabiles Internet im Untergrund. Man kann in Full HD Livestreamen problemfrei. No problem. Ich trinke noch mal schön
Getränk leer. Ich darf nur nicht den Ausstieg vergessen dann. Meine Station. Brüller hieß die, glaube ich. Auf der Hinfahrt war es deutlich voller in der Bahn. So. Ich habe 2,5 Liter Getränke leer gemacht, also betrunken habe ich. Und jetzt werde ich zu Hause gleich weiter trinken. Und duschen. Und dann schauen wir mal, wo es morgen hingeht. Vielleicht hat ja jemand von euch auch Vorschläge oder Wünsche. Schreibt mir doch gerne einen Kommentar nach dem Video, wenn das zu Ende ist, falls ihr Vorschläge oder Wünsche habt. Ich bin da sehr für offen. Garantiere natürlich nicht, dass irgendwas davon durchgeführt wird, aber wenn da was Gutes dabei ist, wo ich auch drauf Bock habe, wo ich vielleicht selber nicht drauf gekommen bin. Ne? Ihr wisst ja, ich bin jetzt in Oslo. Also entweder hier oder in der Umgebung oder auf dem Weg Richtung Norden ein Stückchen oder Richtung Schweden rüber. Ich glaube, ich habe da sogar gerade eine gute Idee, die mir in den Sinn gekommen ist, wo ich nochmal hin wollte. So, jetzt können wir vielleicht auch mal rausfilmen wieder. Da ist wieder am über der Erde. Majorstuhl nennt sich das hier. Haltestelle Majorstuhl. Ich weiß gar nicht, wie viele Stopps es noch sind. So viele dürften es nicht mehr sein. Ich könnte mal ein bisschen Häuser und so sehen auch. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel rumgeheult wegen meinem Rücken. Oh, hier ist das Netz sehr gut scheinbar. Wahnsinn. So eine Bitrate hatte ich heute, glaube ich, noch nie. Das freut mich, Karin, dass es dir auch gefallen hat. So, ich könnte mir denken, der Patrick, dem gefällt das gerade hier mit der Bahnfahrt. Der ist ja schon Bahn auf YouTube gefahren. Ist natürlich schöner, wenn man das vom Führerstand aus machen kann, ne? Als so jetzt hier. So, jetzt sind wir schon wieder im Untergrund. Keine Ahnung, nicht mehr lange, Karin. Ich glaube nur noch so 1, 2 Stationen vielleicht. Dann bin ich da. Dann muss ich noch mit dem Bus weiterfahren. Dann bin ich also noch nicht da. Ich muss dann noch ein bisschen Bus fahren. Oder laufen. Mal gucken, was ich Lust habe. Jetzt sind wir an der Station Borgen. Schon wieder überirdisch, kann ich ja noch mal rausfilmen. Für euch.
Wir können natürlich auch noch bis morgen früh Bahn fahren. Ich habe ein Ticket, das bis 8 Uhr morgen früh gilt. Schreck. Wovor hast du dich denn erschreckt, Karin? Jetzt geht's wieder bergab. Ah ne, war nur eine Mauer scheinbar. Da ist die nächste Station. Könnte sein, dass die nächste ist, die ich raus muss. Nee, die Verbindung ist echt klasse hier. Oh ne, jetzt kommt erst diese Makrellbeckenstation. Die muss ich auch noch nicht raus. Makrellbecken.
wir noch nicht. Kamen mir weniger Stationen vor auf dem Hinweg. Holmen. Das ist auch noch nicht meine. Da muss ich noch ein Stückchen fahren. Vielleicht laufen wir noch ein bisschen, mal gucken. Ich guck mal, wie weit das zu Fuß ist. Statt mit dem Bus. Oder wollt ihr noch ein bisschen mit mir laufen? Bis zur Unterkunft? Oder Bus fahren? Bus und Laufen, seid ihr da auch noch dabei? Oder langweilen wir uns zu sehr? Höchstens noch ins Rand, vielleicht kann man noch ein paar Häuser oder so sehen. Bisschen was von der Gegend von Oslo. So, jetzt glaube ich, jetzt bin ich mir aber ziemlich sicher, dass hier nach dieser Station kommt meine Station. Hufseder. Bis ans Ende der Welt. Nein, da will ich gar nicht hin. Ich will gar nicht wissen, wo das Ende der Welt ist. Na gut. Euer Befehl ist mir Wunsch. Sicher. Ja, sicher doch. Dann machen wir das. Schreck war in der anderen Bahn, das ist aber schon lange her. Verstehe nicht, was du uns damit sagen willst, Karin. Mach das, Karin. So, jetzt muss ich raus. So. Du warst in der Apotheke und bist wieder zu Hause, okay? Dann welcome back, liebe Karin. So, ich schau mal gerade. Also mit dem Bus wären das wohl nur 3 Haltestellen. Hätte ich ja wahrscheinlich auch gut laufen können, oder? Ja. Dann lasse ich mich doch mal mit Onkel Google Maps dahin lotsen. Route, wir wollen laufen. Was sagt Google Maps dazu? Eine halbe Stunde fast, 28 Minuten. Haltet ihr denn noch so lange durch? Müsste ich noch eine halbe Stunde jetzt laufen? Wie weit ist das denn? 1,9 Kilometer.
größtenteils flach. Na gut, dann laufe ich noch ein bisschen. Ich laufe ja gerne. Du skal gå her, og alle skal gå til det. Vi ses etterpå. Du skal gå her. So, dann muss ich mir noch was zu essen machen. Ja, ich werde schon durchhalten. Zur Not kippe ich halt um und bleib liegen, bis mich einer wiederbelebt. So, ich hoffe, ich laufe in die richtige Richtung. Ich laufe einfach mal wild drauf los. Das ist ja auch immer so schlau, ne? Müsste ja vielleicht mal schauen, dass ich richtig laufe. Aber ich müsste, glaube ich, alles nur geradeaus hier den Circle da zwingen. Okay, wenn ihr mich dann tragt, dann ist in Ordnung. Ja, da geht's hoch zum Campingplatz, da steht's ja auch. Ich glaube, wir müssen alles nur geradeaus hier diese große Straße laufen. Oh, ist das nicht der Feini von vorhin oder ist das ein anderer Feini vor uns, der Bauzi? Das ist aber hübsch, ne? Das ist ein anderer. Nochmal ein Feini. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Die Damen quetschen sich aber auch teilweise in Schuhe, wo ich mir denke, warum tut ihr euch Frauen das eigentlich an? Gefällt euch das dann? Also für Männer macht ihr das ja, das sagt ihr nicht. Es macht ein schönes Bein, ja, aber ansonsten verstehe ich halt nicht. Mir wäre es die Strapazen nicht wert, in irgendwelchen hohen Schuhen oder so rumzulaufen. Oder engen. Schuhe müssen bequem sein. Ich bin echt verwundert, dass meine guten Schuhe, die ich gerade anhabe, oh, hier gibt es große Eiscreme. Eis kann ich jetzt leider nicht essen. Aber ich hole mir vielleicht nachher noch ein Eis im Kiwi an der Unterkunft, falls das offen hat. Und wenn nicht, der Kühlschrank ist auch gut gefüllt. Ich habe Erdbeeren im Kühlschrank. Oh, da freue ich mich jetzt drauf. Ich habe Erdbeeren im Kühlschrank. Holländische, schmecken leider nicht so gut. War ein bisschen früh, finde ich. Aber ich habe die gesehen, die waren günstig und da hatte ich Bock drauf. Ich liebe Erdbeeren. Sanja trägt nur bequeme Schuhe und Karin auch. Ja. Ihr macht's richtig. So. Noch eine schöne Skulptur stehen. Überall sind natürlich die Flaggen draußen heute. Hier ist die Röher Kirche. Ne, Zucker habe ich keinen da. Früher habe ich gern Erdbeeren mit Milch und Zucker gegessen. Von meiner Oma, das war lecker. Mini-Melone, das klingt auch sehr erfrischend. Das wäre auch was. Naja, ich würde mir jedenfalls ein Eis holen im Kiwi.
falls es denn offen hat. Aber die Tankstelle müsste wohl. Die Tankstelle 18 Uhr haben wir noch nicht. Die hat von 8 bis 18 Uhr heute offen, habe ich gesehen gestern. Ja, das schaffe ich ja noch. Dann kann ich da vielleicht auch noch das Auto waschen, wenn dann mal was frei ist an der Waschanlage. So, ihr lieben Leute. Ich sehe, der ein oder andere verabschiedet sich hier, schaltet ab. Noch 9 Peoples schauen zu. Der hartgesottene Kern ist noch am Start. Man geht noch ein bisschen mit mir hier durch das Viertel. Mit Milch, Erdbeeren mit Milch und Zucker, ja. Einen Kakao habe ich auch noch im Kühlschrank. Oh, ich habe noch so viel Leckereien im Kühlschrank. Und einen leckeren Sommersaft. Das werde ich heute alles noch vernichten. Nicht alles. Und einen Milchreis habe ich auch noch. Den muss ich auch noch essen. Den kann ich auch auf der Weiterfahrt nicht mitnehmen in der Hitze. Ich habe ja keine Kühlbox oder so dabei heute auf der Reise. So. Warum denn, lieber Gimbal, willst du eigentlich nicht so, wie ich will die ganze Zeit? Ist aber ganz schön in der Sonne jetzt hier, aber ich habe das Gefühl, es ist ein klein bisschen kühler geworden gerade. Oh yeah, schönes weißes Häuschen. Kostet bestimmt auch einige Millionen Kronen. 12 Peoples schauen zu. Hello, hello. Thank you for watching. Ich glaube, das Haus kostet was. Ja, ihr Lieben. Ich sage nochmal Danke fürs Zuschauen. Es war mir wieder eine Ehre mit euch. Danke, dass ihr auch so nett und freundlich im Chat bleibt. Schön, dass ihr ein paar Späße auch mal versteht. Gefällt mir mit euch. Macht Spaß. Ich freue mich auf die nächsten Streams mit euch. Morgen wird es wohl weitergehen, wenn ich aus dem Bett gekrochen komme. Wenn nicht, also wenn ihr morgen nichts von mir hört, dann liege ich im Krankenhaus. Nein. Ich zeige euch die Häuschen, das ist vielleicht interessant für den einen oder anderen. Hier, so ein Haus würde ich auch nehmen, wenn man es mir schenkt. Also ist sicherlich eine nette Wohngegend hier. Ach, ein bisschen Schatten. Oh, wie nett, danke. Mein Getränk habe ich ja schon leer gemacht. 1 Liter habe ich getrunken, Karin. In den letzten fast 7 Stunden. Deswegen werde ich jetzt gleich in meiner Hütte mal noch ordentlich was vernichten, ihr Lieben. Dann werde ich mir wohl eine Dusche gönnen. Ja. Und dann ausruhen. Weil dann bin ich ja im Grunde 7 Stunden gelaufen heute. Mit den kleinen Päuschen zwischendurch immer natürlich. Aber 7 Stunden, ja, für mich alten Knacker. Das, mit 20 wäre das kein Problem gewesen. Mit 20 und ohne Rückenprobleme. Hier ist ein altes Häuschen gleich. Interessant. Das kostet vielleicht nicht so viel. Hier wieder der Fladida-Dida.
Careful, careful. Yes, I'm very careful. Not with myself, but with everything else. Zu wenig, 2 wären besser. 2 Liter, wenn ich 2 Liter heute getrunken wäre, wäre natürlich besser in den 7 Stunden. Obwohl, nee, stopp, Entschuldigung Leute, ich bin ja doof. Ich habe mir ja doch diesen Kaffee Latte Vanille, hast du nicht gesehen, gekauft gehabt am Espresso-Haus. Der zählt ja auch dazu. Aber ich weiß nicht, wie viel das waren. Also 1,3 Liter würde ich schätzen, habe ich getrunken. Ich habe extra einen großen sogar genommen. Aber ihr habt ja gelesen und gehört, der bestand ja fast nur aus Eis. Vielleicht hätte ich ihn einfach schmelzen lassen sollen und ganz langsam genießen, aber da hatte ich keinen Bock drauf. Nächstes Mal, wenn ich mir sowas bestelle, so ein kühles Getränk, so ein kühles Kaffeegetränk, dann werde ich sagen, nur ein Stück Eis rein, Leute. Rico, sehr gerne. Stream läuft. Ist die Verbindung hier auch in Ordnung oder hakelt's ab und zu? Fällt euch eigentlich noch was auf, wenn man hier so an der Straße lang läuft? Der Latt zählt nicht, okay. Was mir auffällt ist, wir sind ja in einer befahrenen Straße. Aber die Autos sind alle sehr leise. Und ich finde, das ist auch einer der großen Vorteile der Elektromobilität. Lärmbelästigung nimmt deutlich dadurch ab, finde ich. So. Das ist wohl auch Flieder hier, der Weiße. Gibt es dort nur Überleitung von Strom? Wie meinst du das? Überleitung von Strom. Gibt es dort nur Überleitung von Strom? Ach, du meinst jetzt hier diese Oberleitungen? Ja. Das ist Standard hier in Norwegen. Alle Kabel, Internet, also Fiber, Glasfaser auf Deutsch wahrscheinlich heißt es das. Glasfaser, Strom. Läuft alles oberirdisch hier mit so Masten und so. Vorteil ist, du musst die Straße nicht aufgraben, wenn was ist. Schnell gefixt, wenn ein Problem ist. Kostet viel weniger Geld, das Ganze zu installieren. Ja. Und wir haben es auch erst einmal erlebt, dass eine Kabel kaputt gegangen ist, aber ich glaube, da ist einer dann gegengefahren. Mit einem zu großen Fahrzeug. Das ist der Standard hier in Norwegen und wohl auch in Oslo, glaube ich. Obwohl ich weiß nicht, ob es in einem Zentrum von Oslo, wo wir eben waren, da ist es, glaube ich, nicht so, wenn mich nicht alles täuscht. Aber sonst so in den Wohngebieten Standard. Oberirdische Leitungen. Hier ist eine Kreativwerkstatt. So. So, ihr Lieben, lasst gerne ein Abo da. Schaut mal, was der Nightbot schreibt. Auch wenn ihr ihn blockiert habt, entblockiert ihn doch mal bitte wieder. Kleiner Scherz. Oh. Ja, das stimmt, Karin. Der Bagger kann das höchstens kaputt machen, wenn er die Schaufel oben in der Luft hat.
und versehentlich dann dagegen fährt oder so ein Mast umfährt. Aber dann ist das halt auch schnell wieder gefixt, weißt du? Wenn du so ein Kabel im Boden erstmal kaputt machst, weiß ich nicht. Dann musst du wahrscheinlich erstmal einen großen Teil wieder aufgraben, das Ganze flicken oder wie auch immer es dann läuft. Bin ich jetzt kein Experte drin. So, der Joker hier in Röhr hat geöffnet heute von 9 bis 21 Uhr. Okay. Ist es noch weit? Hast schon keinen Bock mehr, Karin? Bisschen. Oh, die Verbindung war gerade weg, oder? Sind wir jetzt erneut verbunden? Hat gerade gesagt, erneut verbunden, habe gar nicht gesehen, dass die Verbindung weg ist. Jetzt haben wir wieder eine gute Bitrate, eine gute Verbindung. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, noch 9 Minuten circa, liebe Karin. So. Ich danke auch allen, die heute gespendet haben. Echt vielen Dank dafür. Und natürlich allen, die meinen Kanal heute abonniert haben, die neu dazugekommen. Thank you very much. Tusen Takk. Ich hoffe, wir sehen uns dann vielleicht morgen sogar schon wieder. Ihr Lieben. See you again tomorrow, perhaps, if you want. Lasst gerne noch eine Live-Reaktion hier dabei. Dann freut sich der YouTube-Algorithmus und schlägt vielleicht noch mehr Leuten meinen Kanal vor. So. Das wäre jetzt der Bus gewesen, mit dem ich gekommen wäre. Auch nicht viel schneller. Hier mal eine interessante Hausfarbe. Rosa. Rosa, rosa. So. Leicht bekleidete Fahrradfahrerin. Da war mein Bus. Guck mal, da vorne ist er. Also bin gar nicht viel langsamer als der Bus eigentlich. Bin ja auch schon ein paar Minuten da. Das freut mich, Sonja, dass du morgen wieder dabei sein wirst. Ist jedenfalls eine nette, idyllische, ruhige Wohngegend hier, muss ich sagen. Man kommt schnell und gut mit der T-Bahn rein nach Oslo ins Zentrum. Also falls ich irgendwann mal einen Job hier in Oslo kriege, einen gut bezahlten, dann suche ich mir hier was. Man darf ja ein bisschen träumen, oder? So, oh, hier wird gegrillt. Oh, das riecht lecker. Oh, die machen. Hier eine Scheune. Sogar an der Scheune hängen die Flaggen. Spinnweben, Baba. Voksenskog heißt Erwachsenenwald. Was da wohl los ist in diesem Wald, dass der so heißt, man weiß es nicht. Vielleicht gehe ich da noch mal schauen heute Abend, was denn im Erwachsenenwald so für erwachsene Sachen getrieben werden. So, hier rechts geht es zum Campingplatz. Sind wir gleich da. Hinten gibt es auch noch einen See hinter dem Campingplatz und so. Hier nochmal der View.
Was sehen wir denn auch nochmal? Da ist nochmal die Sprungschanze, ihr Lieben. Schaut. Holmenkollen Skisprungschanze. Da waren wir auch schon. Dafür müsst ihr euch gestern den Stream anschauen, gegen Ende. Da laufen wir da oben beim Holmenkollen rum. Und schauen über Oslo. So, ihr Lieben. Jetzt aber wirklich Schluss für heute. Es war mir eine Freude mit euch, wie gesagt. Habt noch einen schönen Abend. Genießt den Abend. Vielleicht bei schönem Wetter rausgehen. Trinkt noch einen. Habt eine angenehme Nachtruhe dann später. Genießt noch mal kurz den Blick auf den Holmenkollen. Oh, hier stehen ganz viele Bänke. Komm, ich mache euch noch mal die Telekamera auf die Sprungschanze. Zumindest den kleinen Zipfel, der oben rausguckt. Ja, ihr Lieben. Danke fürs Einschalten, so zahlreich. Danke für den Chat, ihr Lieben. Macht's gut.